Auf! Komm, nochmal! Letzter! Letzter! 5! Auf! Aber ich jetzt außenstehend, denke ich, ich liebe den Mensch, ja? Ich finde das saugeil. Nicht die Muskeln, ist mir scheißegal. Ich liebe den Mensch. Aber ich weiß auch, was es bedeutet. Die Veränderung zum letzten Mal, die ist so gravierend. Was wäre, wenn 6 Kilo mehr Muskeln, könntest du im Schwergewicht keine schlechte Figur machen? Das ist ja überkrank. Was spricht denn da dagegen? Mach's doch. Wird vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein Schock sein. Ich wechsle ins Schwergewicht. Aber ich hab's gewusst. Hoch mit! Noch einer! Schwung! 7! Einer! Letzter! 8! Komm, mal! Gucken wir durch. Alter! Jetzt geht's zum Olympia. Muss ja an dich rankommen, Alter. Alles klar. Ach, freu mich. Was bist du da, Alter? Wie ist es? Total. Ich bin im Arsch heute, aber ist ja normal. Ja? Wie war die Krankheit? Schlimm oder bist du gut da? Ist okay. Für die Birne war es ein bisschen kacke. Ich meine, um die Leute abzuholen, ich war erkältet. Mich mit Markus ein bisschen ausgetauscht, der hat mir gut zugeredet tatsächlich. Das hat mir dann auch so ein bisschen Push gegeben. Dass so einmal, wann war es vom... Ich war 2-, 3-mal ohne Scheiß. Also ich habe auch schon todkrank auf der Bühne gestanden. Weiß nicht mehr welches Jahr das war. Es ist halt immer so, ne, Immunsystem im Arsch. Jetzt hast du die Wettkämpfe vor dir, Menschen drücken, halten. Du bist platt, klar. Da schreit jeder Körper hier, mach mich krank. Ne? Also ich habe schon 3-, 4-mal wirklich mit Erkältung auf der Bühne gestanden, mit Magen-Darm-Grippe 2 Wochen vorher. Das ist noch viel schlimmer. Das ist eigentlich immer so das üble Ding. Das hatte ich ja einmal vor der Arnolds. Da habe ich mich ausgekotzt und ausgeschissen gleichzeitig. Genau. Ich habe ja im Klo gehockt, mal kotze und hab keine rausgeschissen. Ja, weil ich hatte einen Eimer gemacht. Ich geht nicht, ich komme da nicht runter. Die Form war aber ganz geil, muss man sagen. Du bist hart danach, du wärst halt ein bisschen flacher, aber auch bist du, ne? Also aber jetzt gut, Classic war das flach sein, okay, jetzt muss ich aber schon. Deswegen war ich froh, dass es nur so eine Grippe war. Und jetzt geht's auch wieder voll. Also ich habe jetzt vorgestern trainiert. Ja. Ging gut. Hast du trainiert während der Erkältung oder hast du gesagt, ich mach nichts? Ich habe so ein bisschen durchgepumpt, habe dann aber auch gemerkt, bringt nichts. Ja. Was willst du dann so Nein, nichts. zum Training machen? Du musst schon auf deinen Körper hören. Manchmal ist es dann besser, nichts zu machen und zu regenerieren. Und dann Infusion durchgeheizt, alles gemacht. hast du? Und jetzt morgen in den Flieger. Deswegen, der Markus ist heute da. Ja, Das hat ja Glück gebracht letztes Mal. mir habe ja, ich hatte Alicia geschrieben, bei Tickets noch, ne? Wäre gerne mitgeflogen für alle, die mich jetzt wieder in den Sack hauen, der fliegt dann mit. Es ist halt aber nicht so einfach, ne? So kurz vorher noch Tickets zu kriegen, dann, ich wollte ja wenn schon Tickets haben, wo Tickets halt, ne? Nicht irgendwo in Reihe 180, wo ich dich so groß sehe wie so Bananen, sondern... Ich sag auch mal so, das ist, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch als Freund und privat ein bisschen länger. Was der Mann an Arbeit reinsteckt, leistet für sein Unternehmen, für Familie, also Familie, das stellt man immer so weit hinten an, aber das ist auch so ein Block, Alter. Also ich denke mir manchmal, ich komme abends nach Hause und wenn Alicia mich schief anguckt, dann bin ich froh, dass da nicht noch eine Kleine rumspringt, wo ich dann heile Welt machen muss, sondern sagt, leck mich am Arsch, ich gehe schlafen. Und dann kommt die Kleine und sagt, Papa, ich habe in 2 Tagen Mathearbeit, kannst du mal mit mir lernen noch, Alter, und ich bin verfickt nochmal so doof. Ja. Ne? Die ist jetzt in der 3. Klasse, ich muss erst 10-mal überlegen, bis ich die Aufgabe auch verstehe, was da ist, weißt du. Ein Bauer hat 9 Kisten. Bitte sorge dafür, dass jede Kiste mit der kleinen, ja, okay, 9x3 verstehe ich schon, ne? Aber das ist so behindert erklärt, dass du denkst, so, Moment, neu, alles, ne? Wie du schon sagst, du bist abends halt mental so im Arsch. Ne? Und dann noch Leute koordinieren. Ja, und das ist jetzt hier nicht wie sagt man, gestaged. Nee, ich habe die ganze Zeit, mein Akku ist schon leer. Hier, Frau, ja. Aber jetzt, liebe dich. Ja. Zack. Nee, deswegen, ich bin auch gar nicht, also ich sowieso nicht. Bei mir ist immer, das kannst du hier Markus auch fragen hinter der Kamera, am liebsten würde ich auch oftmals, es gibt ja andere, die brauchen da mal so einen halben Fantrupp, den ganzen halben Bus dabei. Ja. Mir würde es reichen, wenn ich mit Alicia darüber fliege. Du passt nur da, ne? So ist es. Ja. Wir haben ähneln uns echt schon in vielen Dingen. Ich brauche da nicht 10 Leute und so. Wenn meine Mama, ich sag immer, ey, schaut euch den Stream daheim an. So, meine Mutter interessiert sich für mich, aber jetzt nicht für die 10 anderen Klassen und für eine riesen Expo und so mit über 50. Kind, natürlich, ja klar. Ja.
Deswegen. Was heißt schon 60? Die ist nur 7 Jahre älter wie ich. Ja. Scheiße, Alter. Das musst du überlegen. Ja, krass. Ja, du bist ja der Sohn, den ich nie hatte. Ja. Nächstes Jahr planen wir das alles. Dann gehe ich safe darüber. Wenn es gut läuft, wollen wir ja nicht nur dieses Jahr dabei sein, sondern... Ja. Also jetzt guck mal, ne? Du bist jetzt einfach mal von der kalten Hose, von dem einen in die andere Klasse gehüpft und gewinnst das Ding zweimal, ja? Jetzt hast du genauso viel Profisiege wie ich. Du Arschloch. Krass. Ne? Und ja, klar geht das weiter was. Ja. Wie weit bestimmst du und ein bisschen liebe Gott. Ja. Ich habe schon im Auto gesagt, dieses Jahr wird es erstmal Zeit, die Füße nass zu machen. Das hat mir der Jay auch gesagt, hey, you ready, time to get your feet wet. Ja. Und ja, zu gucken, wo man steht, Alter, das ist immer... Ja, ich finde es jetzt auch erfrischend, weil es gab jetzt so ein paar Stimmen, das haben mich genannt, Sean Ray oder so, die gesagt haben, ja, wäre Blödsinn. Aber mag Sean Ray, aber das sind natürlich Ansichten. Ich finde, wenn man sich für einen Olympiasport qualifiziert, hat man die Pflicht, als Olympien da auch zu stehen, außer man ist krank oder hat sonst irgendwelche Dinge. Aber jetzt zu sagen, ich fahre nicht hin, weil ich vielleicht nur 5., 6., 7. oder 8. werde. Ja, mein Gott, du bist ein Sportler. Also was ist denn da los? Ja? Ich sehe das auch aus einer ganz anderen Perspektive, vor allem dieses Jahr so. Es sind immer diese extremen Stimmen. Du hast immer das extreme Links, das extreme Rechts. Das ist wie in der Politik. Ich wollte es gerade sagen. Und ich denke mir so, klar ist jetzt nicht das Jahr, da müssen wir uns nichts vormachen, wo ich jetzt um den Titel kämpfe in der offenen, im Schwergewichtsbodybuilding. Das braucht seine Zeit. Das ist mir schon bewusst. Jetzt aber wieder die ganz andere Seite zu nehmen und zu sagen, ich fliege da gar nicht hin, ich setze mich ins Publikum und stehe da nicht oben. Wir wissen nie, was passiert, was morgen passiert, was nächstes Jahr passiert. Und deswegen, ich bin fit, ich bin am Start und ich kann nur daraus lernen. Am Ende hast du gute Bilder, wo du weißt, okay, jetzt, daran muss ich arbeiten. Du hast doch jetzt ein schönstes Olympia vor dir. Ja, warum? Genau. Weil du das erste Mal da bist. Und du kannst das einfach nur genießen. Ja, leck mich am Arsch. Ja, guck mal, jetzt bin ich 6. geworden, fickt euch. Ja. Oder 3., ne? Dann kannst du hier einer runterjodeln. Aber alles andere spielt doch keine Rolle erstmal. Ja. Keiner wird sagen, oh, der Urs ist nur oder was der ist. Du kannst nur gewinnen. Ja. Der Anspruch an dich selbst, das bleibt in dir drin, was du dir selber erträumst. Das hat man schon, aber das wird man nicht nach außen geben. Ja, soll ja auch. Ne? Das wird sich ja dadurch nicht verändern. Eher im Gegenteil, das wird dir einen Arschtritt geben. Was mich jetzt halt... Ich bin gespannt, wie du den Olympia jetzt ziehst. Ne? Man, du bist ja die letzten 2, 3 Mal hingefahren, zu sagen, okay, ich muss das Ding fast gewinnen, um da zu verbessern. Jetzt wirst du ganz entspannt. Und jetzt stehst du mal neben den richtig Besten der Besten. Das ist das Klasse. Das habe ich auch schon gesagt. Es sind nicht irgendwie 75 Leute in einer Klasse, wo du dann über die Bühne gescheucht wirst, so sondern live, ne? So. Du bist jetzt da in der Arena. Das ist so, das Backstage ist da ein anderes. Ja, das ist Nick Walker an dir vorbeiläuft, dann mit 130 Kilo. Na, da musst du jetzt halt auch vom Kopf klarkommen und sagen, okay, die sehen zwar gut aus, die Jungs, ne? Vielleicht sind die ein bisschen massiver wie ich, aber Masse schlägt keine Klasse. Das ist so. Das ist geil. Wo siehst du selber die Reise im Schwergewichtsbodybuilding? Ist das die Reise zu sagen, vielleicht wollen sie auch, und gerade so dich als Anhänger nehmen, zu sagen, wir ändern etwas die Sichtweise im Profi-Bodybuilding, auch was Schwergewicht betrifft, und gehen wieder so ein bisschen mehr zu Ästhetik, Linie, Härte, Form. Und dann bist du doch genau jetzt der richtige Mensch zur richtigen Zeit. Die Frage ist halt, Markus, war das früher nicht auch schon so? Gab immer mal Wechsel. Ja? Aber es ist so gut bis auf Coleman, Ende von Coleman, wo er schon sehr stark verbaut war. Ja. Wo der 98, 99, da sah der von der Linie aus wie ich, weißt du? Sehr frisch. Ja. Deswegen, das war immer so ein... Weil immer viele Kommentare habe ich auch gesehen, Open, das sind nur Freaks. Das stimmt gar nicht. Du hast letztes Jahr Dexter Jackson, 2008 Mr. Olympia, kann jeder mal eingeben. Also der war so groß wie Markus sein rechtes Bein. Ja. Also ich meine, da gibt es ja Bilder, wo ich dann eben, stell mich vorne, ist er weg. Du warst wirklich 4-mal so breit. Aber trotzdem hat der Dexter Jackson auf der Bühne unfassbar ausgesehen. Der Blade halt, ne? Also schon geschnitten, scharf. Und das meine ich ja. Wollen sie vielleicht wieder so einen Menschen, dann hast du da auch die Chance zu sagen, auch wenn ich vielleicht jetzt von der Muskelmasse unterlegen bin, aber auf der Bühne relativiert sich ja vieles, wenn du scharf und hart bist. Und eine schöne Linie. Ne? Ich meine, bei allem Respekt, Nick Walker hat halt auch so eine Hüfte, ja. Das hast du halt nicht. Schon, deswegen. Ich finde es schon irgendwo gut zu sagen, die müssen sich schon massetechnisch abheben und dass ich da noch zu schmal bin, das weiß ich schon, aber ey, ich glaube, ich habe hier den richtigen Mann neben mir sitzen, wenn es so Masse gibt. Aber guck mal, jetzt haben wir auch jetzt schon
massivere Athleten neben dir gestanden, ne? Und du hast die trotzdem schmal aussehen lassen. Und jetzt überlegen wir mal, wir machen nächstes Jahr eine Off-Season, Alter. Ja, siehst du? Ja. Das ist ja die erste. Es gab ja ein schönes Kommentar von jemand, habe ich gelesen, der gemeint hat, du hättest das alles nur gespielt. Ja. Und die Off-Season wäre ja alles geplant. Also das kann ich jetzt hier wirklich bezeugen. Ich war in Urlaub in Dubai, ne? Könnt ihr auf dem Bild gucken, wann ich da in Dubai war. Ja. Und da habe ich abends so im Bett gelegen. Das ist ein Geheimnis, das nächste Tag sagst du aber nicht. Ne? Das darf ich jetzt heute sagen, weil 2 Wettkämpfe rum sind. Da habe ich abends so im Bett gelegen, pudelnackig mit dem Sonnenbrand. Und dann hat Urs gesagt, ey, Digga, ich gehe ja genau, ich gehe ins Schwergewicht. Ne? Ey, normal könnte man die Memo mal vorspielen mit Datum, damit zu wissen, um was es geht. Und da habe ich abends da gehockt und habe so einen halben Ständer gehabt. Und da liegt ja was los, sag ich, da geht ins Schwergewicht. Und da bin ich gefreut wie ein kleiner Bub, sind die Tränen runtergelaufen. Ne? Das ist die Planung gewesen. Da ist nichts geplant. Da war nichts besprochen. Nicht. Ich glaube auch die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin nicht der Typ von sowas. Und ich habe es ja dir schon gesagt, ey, ich kann es nicht mehr in mir erhalten, deswegen muss ich es dir jetzt erzählen, weil genau, ich muss jemand erzählen. So. Und dann habe ich es dir halt rausgehauen und wusste auch bei dir, ist es in einer sicheren Bank. Aber du, wir bleiben in Kontakt. Also erstmals, Ehrenwort bleibt unter uns. Zweitens, ich drücke dir echt die Daumen. Das freut mich so sehr. Ich liege mit dem Grinsen im Bett gerade nach dem Abendessen und freue mich noch in den Arsch. Hammer. Ja, ich drücke dir alles, was ich habe und richtige Entscheidung. Richtige Entscheidung. Ich habe schon wieder gedacht, ohne Scheiß, ich habe mit dem Team mal so drüber geredet und habe gesagt, ey, der sieht aus und so dick und prall. Und wenn er sich jetzt wieder runterhungert, da geht so viel Muskel, so viel Substanz flöten, da steht er wieder da auf die Classic. Ach, wie so ein Schatten seiner selbst. Der Bub könnte so gut aussehen, so voll und prall und schöne Muskeln und da hungert sich die ganze Substanz immer weg. Das ist ja das, was all die Jahre immer war. Und das hat man auf der Bühne immer so gesehen. Du warst immer so, ich weiß jetzt, so neben dir stehend. Ich habe immer gedacht, der leidet so innerlich. Ne? Der Körper, der leidet so, weil er so viel Entzug mitmachen muss, um da sich in irgendwas reinzudrücken, wo er schon lange nicht mehr reinpasst. Das ist wie wenn du einen Anzug anhast, der dir aber nicht mehr passt. Das sieht halt aus wie ein Depp. Und trotzdem bist du immer noch Dritter oder Vize-Olympia gewonnen. Und das zeigt dir eigentlich, was du für Substanz in dir hast. So ein junger Körper, der, ja, jetzt kannst du Gas geben, Alter. Jetzt sind alle Schranke offen. Jetzt musst du Vollgas schießen. Ich freue mich. Also Ehrensache bleibt unter uns. Und ja, toi, toi, toi. Ja. Aber das sind ja Themen, die hatten wir schon vor 2, 3 Jahren. Ja, schon. Immer mal auf dem Schirm, wo wir gesagt haben, eigentlich hast du zu viele Muskeln für das, was du eigentlich machst. Ne? Ja, ich habe immer gesagt, du hungerst dich runter. Ich muss dir halt erstmal richtig glauben, so, weißt du? Das ist so. Das ist, da bebt schon der Tisch. Aber die nächsten Jahre geht es auf jeden Fall steil nach vorne, ich sag's dir. Ja. Also, aber langsam, nicht mit Gewalt, mit Vernunft immer noch. Ja, es Vernunft muss ja passen, alles gut. Eben, es muss passen, da 2, 3 Kilo, 3 Kilo. Wenn du dann mal 4, 5 Kilo noch schwerer hast an den richtigen Stellen, ich glaube, das langt dann schon. Überleg mal 125 Kilo mit einer besseren Härte. Das Einzige, ich finde, von vorne fand ich dich sehr perfekt. Rücken, glaube ich. Ja. Rücken noch ein bisschen im Doppelbizeps, ne? Beine natürlich unnormal. Also das ist jetzt schon Weltniveau, was du da hast, müssen wir drüber reden. Die Arme sind auch, und da haben die ja viele gesagt, was hat denn der gemacht? Ja. Ich kann nur sagen, die Arme waren nie schlecht. Das ist das Ding, was die waren immer noch verstehen. Ich denke, ich habe jetzt einen Motoröl-Sponsor, Alter, liebe Grüße. Da hättest du aber keine Teilung im Bizep. Wird das erzählt, dass du wieder Öl drin hast? Ach ja, das ist ja das die Ölwechselthema. Damit habe ich mal ganz Karriere gekämpft. Es ist immer, weißt du, hast du Muskeln, ist es ja kein Training, dann ist es nur Genetik. Dann hast du den Fortschritt mal gemacht, dann kommt nicht, nee, geil, gut trainiert. Nee. Wir können jetzt auch, glaube ich, Bilder aus dem Archiv mal rausholen, wo ich bei Markus war mit 110 Kilo oder so. Und da waren die Arme... Ja klar, waren die geil. Die waren geil, die haben dazu gepasst. Es war immer noch... 6 Kilo sind halt Arme weggegangen und Rücken. Und das ist halt... Muskel halt viel Substanz hat, verliert er dann halt auch viel. Ne? Und wenn du dann viel verloren hast, da war natürlich schon, der ist halt flach geworden. Und das war mir dann auf der Bühne. Ich habe dir immer gesagt, du siehst auf der Bühne gequält aus. Nicht schlecht, aber gequält. Das ist so dein Körper, weißt du, wie so ein halb aufgeblasener Ballon, wo ich immer denke, Alter, lass doch mal Luft in das Ding rein. Ja, und zack, einmal. Und wie das dann aussieht auf einmal, ne? Ein ganz anderes Bild, ne? Und viele haben ja auch gesagt, ich habe einen auch geschrieben, wo du gesagt hast, Alter, der Ost, der sah aus wie ein Freak, so hart und dünne Haut. Und sag ich, ja, das ist Bodybuilding. Das steckt ja schon immer in dem, musst du nur rauslassen. Ja, schon. Deswegen, ich bin jetzt auch gespannt, was für ein Paket wir bringen. So eine Mischung aus Italien und Offenbach.
Wir waren Offenbach 1 Kilo leichter, Italien 1 Kilo schwerer, also 119 in Ich Italien. werde jetzt tatsächlich, obwohl ich... Was würdest du machen? Ich würde schon ein bisschen mehr die Masse-Fülle-Karte spielen, Ich würde... weil ich bin schon abgezogener Hund und jetzt da noch mehr aufs Abgezogene zu gehen, oder? Es ist die Frage, was wollen Sie sehen beim Olympia? Beim Olympia wollen Sie schon natürlich eine sehr gute Form sehen, aber die wollen vor allem jetzt noch Freak. Weil die Top 3, 4 Favoriten sind alles Freaks. Da ist kein ästhetischer Bodybuilder dabei. Deshalb würde ich auch sagen, geh, dass du voll und rund bist, aber natürlich in absoluter Topform, das wirst du eh haben. Also nicht noch mal 3 Kilo runterhungern, um noch mal 3% Härte rauszubringen und dadurch vielleicht einfach dann zu flach auszusehen und dich im Line-Up schon zu disqualifizieren. Weil am Ende des Tages, du hast das weißt selbst, die gucken durch. Das ist das. Und wenn du weg bist, bist du weg. Du schaust einmal drauf und wenn das nicht wirkt, dann ist vorbei. Ne, die Leute sagen immer, Gerade wenn du nicht da vorne, sorry, das unterbreche gerade, wenn du nicht vorne bei Top 3 dabei bist, wo die schon wissen, okay, der ist eh dabei, dann zählt der erste Eindruck und dann musst du rauslaufen wie eine Maschine. Hast du gesehen, wie ich rausgelaufen bin in Offenbach? na klar. Auf Rules, Den habe ich schon verstanden, ne? Mit Rammstein und so weiter. Da habe ich nie gesagt. Ich wollte gucken, ob die Leute. Ein paar haben aber auch geschrieben, was läuft du, wie es hätte einen Stock im Arsch. Ich so, Es ist immer so, die Kampfrichter gucken nicht, ob einer besonders gut aussieht, die gucken nach Schwächen. Weil eine Schwäche zu finden, ist ein Punkt, wo sie dann entsprechend drauf machen. Hast du viele Schwächen, gibt es dann die Punkte. Also du darfst dir halt keine Schwäche leisten. Und gerade im Line-Up siehst du die Härte ja nicht so extrem, wo du siehst den V-Tape. Und das hast du besser, finde ich noch, wie so manche andere. Ja, die Front relaxed, das ist schon die, was... Ich würde sogar sagen, also ich bin davon überzeugt, mein Top 10 sowieso, bin ich fest davon überzeugt, auch ein Top 6 finde ich nicht verwegen. Ich finde es nicht verwegen. Außer, die sagen natürlich, jetzt können wir den Jungen nicht von der einen da rein, weil die sind jetzt schon Leute bei, ne? Wie der Hardy und so weiter. Klar, für mich der absolute Top-Favorit. Ich glaube, dass der das Ding gewinnt. Hast du Hardy auf 1? Ich habe den Hardy auf 1, ja. Ich glaube, den Nick Walker... Ich bin kein Nick Walker Superfan. Was sagst du zum Samson? Ich tue mir schwer mit dem. Ich weiß nicht warum. Irgendwas... Ich glaube, ich weiß warum. Also, ich soll jetzt hier gar nicht rassen, irgendwie, wisst schon. Nein. Ich bin ja überhaupt nicht so. Ich glaube halt wegen der Hautfarbe, wie ähnlich wie bei dem Terrence von der Classic, wenn es zu dunkel ist, schluckt es Details. Und so arg, wie sich das jetzt anhört, wirkt es dann nicht so. Weil die sagen immer, der ist nicht hart genug, der ist nicht hart genug. Und ich gucke mir den, der ist schon hart, aber die Haut ist einfach so dick und die zeigt nicht so viele Details. Ich finde einfach den Hardy Chopin, ist schon brutal. ich finde, der hat es halt auch jetzt irgendwo verdient, weißt du? Weil er kam immer in Topform. Er hat nie eine Verfehlung gehabt. Der hat sich immer toll präsentiert. Der war super im Posing. Der hat keine Schwäche. Sag mir eine Schwäche vom Hardy Chopin. Es gibt keine. Ne? Bisschen vielleicht, weil der vorne immer härter ist als hinten, aber das ist der Derek auch und der Derek ist hier weich, über Brust, Schuld hat er keinen Streifen. Die Probleme haben ja viele. Das hatte ich ja auch immer. Ne? Bei dir ist es auch ein Stück weit so, dass du im Rücken etwas weicher bist wie in der Frontpartie. Warum das so ist? Das letzte Fett geht immer in der Niere weg, ne? So Nieren, Rückengegend. Und erst wenn du wirklich die letzten 3% rausgeholt hast, dann bist du da auch tight. Und ich glaube, das ist so bei den schweren Jungs noch mehr wie bei den leichten. Um das wegzukriegen, musst du echt an die Substanz gehen. Ist es bei dir besser geworden mit den Jahren? Oder war das immer so... Ich bin zum Schluss härter geworden wie zu Beginn. Aber bei mir war es halt ganz extrem. Man hat mir die Jahre des Trainings und des Wettkampfes angesehen. Das heißt, ich war, weißt du, wenn du anspannst heute, ne? Ja, ist frisch. Da platzt was. Ne? Das habe ich so bei mir auch gesagt, bis so 2003, 2004, wenn ich so in der Bizep bin, da hast du gedacht, ach du Scheiße, was. Ne? Und je länger ich das gemacht habe, je weniger ist passiert. Das heißt, dieser Tonus geht ja verloren. Vielleicht aber auch vom neurologischen System, dass die Anspannung nicht mehr so funktioniert und deswegen aber diese extreme Freak nicht mehr da ist. Ne? Und das ist halt bei dir. Ne? Du bist jung, du bist frisch und das sieht man halt im Gegensatz zu Leuten, die vielleicht schon länger dabei sind. Ja, deswegen so das mit Bauneck und sowas, dass die sind ja jetzt schon eher der ältere Klasse. So, Das muss man echt gucken. Also ich kann da echt, wenn du mich jetzt fragst, wo ich mich selbst sehe, ist ganz schwierig. Also Wovon träumst du? ich persönlich träume von Top 10. Sage ich dir ganz ehrlich. Ja, aber das wirst du sein. Alles andere Wirst du sein. Also wie gesagt, ein Jay Cutler ist Vorletzter bei seinem ersten Olympia geworden. Ich weiß nicht, was warst du bei deinem ersten? Warte mal, mein erster 1990
99, ich glaube, ich bin 11. geworden oder so. Ja, aber ja, ich bin gerade so. Ich habe ja am Jay die ersten 2-3 Jahre regelmäßig der Arsch verhauen, ja. Ja, außer auf einmal dann bei der Night of Champions war er vor mir. Das habe ich schon schwer verkraftet. Ne? Weil es ist halt immer schwer, wenn einer hinter dir ist, dass der dich überholt. Das ist ja eine Bedeutung, dass der 3 Schritte gemacht hat und du nur einer. Ne? Und dann hinterfragst du dich, wo habe ich jetzt verloren? Ja. Und das frisst dich auf. Aber wo hast du verloren? Jetzt zurück. Ich war halt so ein Deutscher. Ne? Also, wenn ich weiß, mit wie viel, mag man jetzt glauben oder nicht, aber ich war vom Chemieeinsatz immer sehr, sehr dezent. Das ist ja, bei den Amerikanern läuft das ja ein bisschen. Und da, ich sag mal, guck mal, wer hat meine Vorbereitung gemacht? Das war ich und das war damals die Simone. Was wir hocken so am Küchentisch und rätst dann wie so 2 Deppen, was machen wir, ne? Wie entwässern wir. Ich hatte ja nie einer, den man heute so Vorbereiter nennt oder Nutritionist. Und gerade so im Entwässerungsfaktor, ne, wenn du sagst, wir haben nur mit ein bisschen Aldosteron-Antagonist gearbeitet, also Aldactone auf Deutsch gesagt, da lachen sich die Leute kaputt. Ich sage, was ist Aldactone? Das mache ich, um mal für Foto gut auszusehen, aber nicht für einen Wettkampf. Und so haben wir entwässert. Warum? Nicht, weil wir Scheu hatten vor dem Meer, wir wussten es nicht besser. Ja. Und ich war dann halt immer so ein bisschen misstrauisch Leuten gegenüber, die mich so vorbereiten wollten. Da war ja schon ein paar. Das wollte ich gerade fragen, ja. Na klar sind welche gekommen. Aber ich hatte nie einer, dem ich so blind vertraut habe. Weißt du? Wo du sagst, du legst deine Gesundheit, und das machen wir ja, in seine Hände, gerade was es dann besser betrifft. Ja. Und da hatte ich immer so ein bisschen Demut und Respekt zu sagen. Und ich habe es einmal gemacht, das war tatsächlich 2004, hatte ich einen Vorbereiter. Da habe ich auch sensationell abgeschnitten beim Olympia mit 5. Platz. Aber ganz im Ernst, da hatte ich einen Kreislaufkollaps hinter der Bühne, weil ich so entwässert war. Das war kurz davor, also den Monat hat mir dann, egal was, aber um mich wieder auf die Beine zu bringen, weil ich war kurz davor der Wettkampf, ich bin immer auf die Beine gekommen, ich habe bald gezittert. Krass. Und das sind so Dinge, wo mich dann immer nachdenklicher gemacht haben. Deswegen, egal was es ist, behalt immer den Funken Demut in dir, zu sagen, so weit und nicht weiter. Ja, 100%. Weil es hat viele schon gegeben, die haben den Schritt über. Ne? Ja, schon. Das ist und so Sprüche dann, das ist so lieber lebe als Klotz, lieber sterbe als Klotz, wie lebe als Fotz. Ne? Das sind so Dinge, wo ich sage, ja gut, so doof kann man jetzt sein. Nee, da gibt es noch ein anderes Leben, deswegen, das ist... So. Das ist ja das Schöne, auch jetzt auch nicht mehr Classic zu machen, weil... Also wer denkt, dass man da nochmal, wie gesagt, jetzt 15 Kilo kurz mal runter Diät hätte, Sommer-Bikini-Diät mit ein bisschen Fettburner und ein bisschen Koffein, der hat falsch gedacht. Und vor allem, was da entwässert wird, das ist nochmal Next Level. Wenn du da irgendwie 7 Kilo an einem Tag machen musst, müsst euch nur mal die Gesichter beim Weigh-In angucken. Also er ist nicht so shredded, weil er jetzt so ein eingefallenes Gesicht hat. Das ist... Nee. Ich habe da eine schöne Geschichte zu. Also wer aussieht wie ein Untoter und so halb tot ums Auge und ins Gesicht. Das hat nicht viel zu sagen. Nee. Der Jay Cutler war auch nicht immer ausgemergelt, ne? Das sah immer so wie so ein Dicker aus, ne? Ich fand jetzt mein Look vom Gesicht auch normal so und mir hat es viel besser gefallen. Ja, du bist schon sehr eingefallen, ne? Ja, schon, aber im Vergleich, also da gibt es von der Classic Bilder, da sah ich aus wie ein lebender Toter. Man kann das aber nicht ableiten davon. Nur weil einer dünn im Gesicht ist oder jetzt besonders hart ist, dann ist er aber nur dünn. Ja, genau. Der Flex Wheeler war immer so ein Typ. Der kam so 5 Tage vom Olympia an, ne? Das noch so. Dann so 4 Tage, weniger, 3 Tage. Da war so Meet the Olympians, ne? Da war so die Pressekonferenz. Denkst du, was stimmt denn mit dem nicht? An so einem Tag vor Olympia, denke ich, leck mich am Arsch, Alter. Was ist so echt so eingefallen, aber immer dicker geworden. Ne? Dann habe ich ihn so morgens beim Frühstück gesehen, dann sehe ich dem seinen Name, sag ich, der war dann aber 5 Tage fett. Wo ist denn das hin? Das gibt's doch gar nicht. Und das waren so extreme Geneten, die mit was auch immer gemacht haben, keine Ahnung, mit Lakritz oder so, ist der auf einmal unmenschlich mutiert und knallhart geworden. Stimmt es, dass der immer so feiern gegangen ist? Auch mal? Ja, klar. Ja. Noch schlimmer war der Kevin Lefroni. Der und Chris Cormier habe ich gehört. Der Kevin war der Schlimmste. Als ob. Ja, Kevin ist mal verhaftet worden in England, weil er eine Minderjährige zum Hawaii-Toast eingeladen hat. Ne? Und da haben sie tatsächlich im Hotel, morgens war die Polizei, ne? Das ist kein Scheiß. Da war ich im Hotel und gesagt, das ist alles nicht wahr, Alter. Ein Tag vorm Wettkampf. Wettkampf, waren die auch so eine halbe Nacht feiern. Aber haben sich vorher einen reingebechert. Vorher reingestellt, entwässert und dann ab auf die Bühne. Chris hat, Grüße. Chris hat immer
Ja, der hat auch geil von dir erzählt, immer Fun Times. Das hat immer hier. Ja, der ist sowieso. Der hat immer so die Schokozigarette geraucht, ne? Hinter der Bühne. Der war immer voll auf Gras. Aber der ist da dann abgedanzt, ne? Der ist auch ein cooler Typ, muss man ja sagen. Ach, da gibt es so viele schöne Geschichten, wenn man das alles erzählen wird. Das ist krass. Aber es war nicht locker, wie hoch dieses Leistungsniveau war bei euch, aber wie chillig die Leute so waren. Jetzt siehst du so die Leute richtig verbissen, ernst. Ist das so heute, ja? Ja, schon. Okay. Also da setzt sich keiner mehr, ein paar Ausnahmen kenne ich, hinter die Bühne und pafft da ein. Ja. Aber so generell dieses ganze, das ist schon mehr, was ich irgendwo cool finde, so leistungsorientierter, so richtiger Sport. Seid ihr noch zusammen in der Umkleide und helft euch auch? Oder ist das nicht mehr so? Ja, bei den Arnolds ist das eine so Umkleide, wo wir dann alle drin sind. Beim Olympia, es verteilt sich dann eher so immer. Okay. Und Also ich kann mich erinnern, wir waren immer so dieselben. Ne? Da war immer so, der Jay war dabei, der Milo Sarcev war immer so dabei, der Pavel Jablonski, falls er den noch kennt, der war bei mir in der Umkleide, der Nasser, wo er noch aktiv war, Jean-Pierre Fuchs, wenn er beim Olympia war. Wir waren immer so eine Gruppe. Ne? Und dann so draußen, so Backstage in der Bühne, war ich immer sehr mit Dexter Jackson zusammen, da haben wir viel Spaß gehabt. Ne? Natürlich im Coleman, aber im Coleman war immer so voller Respekt. Also da habe ich immer gesagt, Ronnie, you're the best. Ne? Und ich war immer sehr demütig mit Ronnie Coleman gegenüber, weil ich denke, das ist der Bodybuilder. Ne? Also für mich das. Aber wir waren schon angespannt, aber immer sehr fair und kollegial. Und wenn es einem schlecht ging, war immer einer sofort da für den, hat ihm geholfen. Da gab es nicht, ach, der hat Krämpfe, ja, jetzt fick dich. Ne? Sondern wir waren echt da und haben uns auch bemüht um den und haben dem Wasser gegeben. Natürlich gab es da mal Dinge, wir sind nicht alle Freunde gewesen, das ist heute auch nicht so. Du hast immer einen Bodybuilder, wo du sagst, Schwanzgesicht. Ja. Bei mir war, ich kann mich nur erinnern, mit dem Tony Freeman bin ich nie so klar gekommen, ne? Mit X-Men. Das war halt so ein anderen Schlag Mensch. Ne? Ja, aber das gibt es ja so, diese Energien, so wie ich es bei dir und mir spüre. Ja, so, das ist eine geile Energie. Ja. Und das war auch beim Olympia jetzt so, also wenn ich jetzt von Classic ausgehe, gäbe es da auch 3, 4, mit denen ich immer, Ramon, Chris und so, waren die immer Terence, so, ja? Wir waren immer wirklich so, und der Cambronero, genau, der ist jetzt Master Olympia irgendwie geworden. Der kam so bei meinem ersten Olympia, hat mich echt so geführt, wie so an der Schulter gepackt, hat so gesagt, ey, willkommen hier im Olympia, so jetzt such dir einen Platz und setz dich hin. Und das hinterlässt schon dann die gewisse Eindrücke, aber ich sag dir auch ehrlich, da waren es 75 Athleten oder so. Also das war dann eher so inflationäre Schweinezucht, einmal die Tore auf. Beim Olympia im Schwergewicht 20? Im Schwergewicht 20 oder 17 sogar nur. Ja. Und das ist auch schon viel, ne? Und das ist ja relativ viel, ja. Aber gut, ich habe jetzt 2-mal gewonnen, also 2 Qualis weg. Der Jordan hat 2-mal gewonnen, auch 2 weg. Also gibt schon ein paar, die so 2 Wettkämpfe hintereinander gewonnen haben. Hast du das auch gemacht? Ich habe immer so die Teilnehmerliste durchgemacht. Ey, witzig. Und habe dann immer so, weiß, okay, schaffe ich, geht nicht, ja. schaffe ich. Und dann habe ich mich echt immer so... Genau das habe ich jetzt erst gemacht. Bloß neben das schaffe ich, schreibe ich auch noch mit welcher Pose und wie genau, wenn ich neben dem stehe. Das ist schon völlig krank. Ja, so Kreuzvertreter. Ja, genau. Also, so, ja, geht, ne? In welchem Hotel seid ihr? Was ist das? Also wir sind eine Airbnb und dann haben wir das Athletenhotel. Also ist das Orleans noch? Wo ist? Nee, Orleans ist nicht mehr. Ich glaube, das ist Mandela Bay oder so. Ist wieder Mandela Bay. Go back to roots, Alter. Das war meine Zeit, Mandela Bay. Ja? Ja, das waren die ersten Olympias. Immer Mandela Bay. Und ich war im Zimmer, wo du dann den riesen Screen siehst. Das vergesse ich nie. Ich konnte nachts... Ja. Das war das erste Hotel. Ne? Ja. Achtung, jetzt was anderes. Deswegen kenne ich da nie. Ich habe in einem Hotel gestanden, konnte nicht pennen nachts beim Jetlag halten so und stehe so an der Glaswand komplett und gucke so mir den Stream an. Da war die Celine Dion, war gerade eine Show. Ne? Und perfekt nochmal, als zweites kommt Werbung vom Olympia und wer war drauf? Ich. Alter, geil. The German Beast. Das ist schon brutal. Und da habe ich gedacht, so viel falsch hast du nicht gemacht im Leben. Jetzt bist du in Las Vegas auf ein großes Stream neben der Celine Dion. Da war ich schon mal stolz. Ne? Da habe ich damals meinen Kumpel, der Marc, der immer mich begleitet, so, hier Marc, guck mal. Sagte, ja, und jetzt muss das Ding halt gewinnen, dass du drauf bist. Oder ich bin in Schlafe geleckt und hat mich gleich wieder so geerdet. Ne? Ihr wart auf den Aufzügen immer drauf. Immer. Hotel, ich. Mandela Bay ist schon was Besonderes. Ja, das ist, also ich fand es ein unheimlicher Downgrade von Mandela Bay ins Orleans zu gehen. Ja. Weil das Orleans war ja das war ja nicht mal am Strip. Das war wohl das Hotel. Das war irgendwo. Ja, das war weg. Also das am Strip ist auf jeden Fall, ich will mich jetzt hier nicht festnageln, wie gesagt, aber
ist auch so geil, vor 3 Jahren oder so, 2 Jahren, wo wir dann am Strip waren und dann war so diese Leuchtreklame und war so Olympia. Und Da muss es schaffen. Im Schwergewicht jetzt. Ja, ich hab Bock drauf. Ja. Vor allem jetzt habe ich so richtig Bock auf Bodybuilding, weil ich weiß, wir machen den Olympia jetzt, wir marschieren da ein und danach geht es aber erst richtig los. Und mit dem Gedanke in die Zukunft zu blicken, das besser geht nicht. Learning by doing. Weißt du, jetzt mal fließen geht lassen. nicht. Nein. Ja. Und du, und genieß auch mal die Zeit jetzt, wenn der Olympia rum ist, Weihnachtszeit. Lass mal easy, lass mal gut sein. Lass dich nicht verrückt machen, bleib bei dir, bleib in deinem Ding, mach deinen Scheiß. Ja. Ab und zu guckst du raus aus dem Mauseloch, ich bin da, und dann gehst du wieder in das Mauseloch zurück. Ja. Dann bleibst du auch demütig. Und ich finde das schön, so mit das Konstrukt mit Alicia, das erinnert mich schon viel an mir. Ne? Ja. Letztes wurde mir das Bild, hat mein Bild vom Wellensittich geschickt auf der Schulter, da sind mir echt die Tränen gekommen. Erstmal, weil ich wieder an meinen Vogel gedacht habe. Ja. Und ich denke, scheiße, ey, das sind so viele Parallelen, das gibt's nicht. Das ist echt verfickt nochmal die Inkubation von mir, wo der lang läuft. Ja. Erschreckend. Ich konnte auch nicht antworten drauf, weil es hat mich echt mitgenommen an dem Abend, denke ich. Jetzt gibt's doch gerade. Ja, ich muss da nicht denken, aber es ist so. Ich denke auch voll oft dran und. Ja. Das Bild zeige ich jetzt mal. Warte mal, das ohne Scheiß. Ja, aber richtig geiles Teil. Ja. Er sitzt den ganzen Tag auf der Schulter, das ist zart. Ist schon zutraulich gewesen, ne? Ja, ist so zutraulich. Ja. Guck mal, das war ein Video. Ach, scheiße. Nee, oh Gott sei Dank kein Porno-Video gezeigt. Wie bei mir da. Das ist so scheiße. Oh, geil. Ich hab so gelacht an dem Abend. Ja. Machen wir noch ein bisschen Sport? Machen wir Sport. Sport ist Mord. Hast du einen Arschtritt dabei? Ja. Tatsächlich. Ich hab mir ein paar mitgenommen. Einen Apfel hast du auch dabei. Der Apfel und eine Banane. Das ist kein Geheimnis. Parfüm. Hier, das ist ein Markus Rühl. Ja. Dürfen wir da reinfilmen? Ja, klar. Corny, Schoko und Banane. Und Banane, ja. Und so aus. Hier, 8 Arschtritte. Jawohl, rein damit. Kannst du dir rein. Und geht gut. Das ist wie Apfelsaft. Ich bin mal gespannt, eine halbe Stunde. Ich habe letztens einen DDM-Fahrer einer gekämpft. Ja. Nein, hast du nicht gemacht, Alter. Und ich habe so eine Inboard-Kamera. Junge. Was Ja, mach einen scheiß Helm, ja, da kannst du da nicht reinfassen. Da bist fast die Haut aus dem Gesicht rausgestellt. Ja, das war lustig. Aber ich finde das besser Ananin geil. Ja. Das ist eh eine gute Zusammensetzung. Ja, definitiv. Und dann, aber es ist halt nichts für Veganer, ne? Da muss schon ein Mann sein. Ja. Muss aufpassen jetzt. Ich würde auch ohne Scheiß mit einer Atemmaske. Ja. Nee, habe ich auch schon daheim liegen. Ja. Ich würde eine Atemschutzmaske nehmen, ich würde alles desinfizieren, hier immer die Scheiße, überall wo du bist. Ich habe mir die Kacke in die Nase gesprüht, obwohl es nicht verboten ist, aber ich habe gedacht, das hilft mir. Nur vom Kopf. Da habe ich gedacht, okay, dieser Geruch hat mir Sicherheit gegeben. Weißt du, was die größte Scheiße ist? Diese Air-Condition, Alter, im Flieger. Deswegen ich klatsche mir das Ding auch drauf. Du musst eine FFP2-Maske aufziehen, dass du echt ein bisschen safe bist. Das hört sich schon an wie der Lauterbach. Ja. Nee, ja, aber da geht's gar nicht. Ja, voll. Aber es geht um deinen Wettkampf, darum geht's. Ja, 100%. Ja, auf dem Heimflug würde ich hier die Viren inhalieren, aber... Auf dem Heimflug, da inhaliere ich 3 Rotwein, check die Cola. Ja. Legst du den Scheißhausdeckel ab. Lege ich mich da schlafen. Ich habe immer 1,5 Kilo Reis am Tag gegessen und nochmal 3-mal 500 Gramm Oatmeal mit so Smarties. Also ich hatte so ungefähr 7-8 Mahlzeiten. Also, für alle Leute, die jetzt... Wir machen eine Challenge draus. Ihr könnt Markus und mich gerne in euren Insta-Stories oder YouTube-Videos markieren. Abonnieren könnt ihr uns natürlich auch. Ja. Machen wir die Markus Rühl Auflade-Challenge. Das sind 3-mal 500 Gramm Oatmeal, also 1500 Gramm Haferflocken. Ja. Mit wie viel packen Smarties? Ich habe immer so kenne ja die Röhrchen, ne? Ja. Die habe ich immer warm, also Smarties rein, Milch verrührt, Honig noch ein bisschen drauf und dann die Mikrowellen. Immer so 2-3 Minuten, dass die Schokolade geschmolzen ist und dann habe ich es gefressen. Und ich bin beim Fressen, ohne Scheiß, bin ich eingepennt, weil ich so Insulinausstoß hatte. Da ist mir über die Sapper rausgelaufen. Dann so. Und Reis hattest du was? Noch einmal 1000 Gramm Reis. Ne? Und dann 1 Kilo Reis. Mit ein bisschen Puder dazu. Ja, ein bisschen Puder und ein bisschen Ananas immer. Also, Enzyme, könnt ihr mal machen. 3 Tage. Wer Probleme hat. Und dann nee, es war nicht nur ein Tag. Das ist ja das Ding. 3 Tage. Weil wir hatten es gerade davon, ich weiß nicht, ob es drauf ist.
Markus hat mich gefragt, was ich so lade, wie viel Gramm Kohlenhydrate. Das ist ja immer so ein bisschen für jeden individuell. Und ich habe gesagt, ich merke halt einen deutlichen Unterschied mit 119, 120 Kilo auf der Bühne. Da muss man schon Muss voll sein. ordentlich tanken. Je größer die Tüte, mehr passt rein. Ne? Klar. Deswegen so 3000 Gramm Kohlenhydrate. Und Markus hat irgendwie 130 Kilo auf der Bühne. Ja, Da das ist es wisst dann ihr. noch mehr. 3000 Gramm Kohlenhydrate an Adam Riese, 12.000 Kalorien bis 12.200 ungefähr. Und bei dir 15.000. Ja, bei mir 15.000, das ist schon eine Menge. Und das auf den Magen, der Ja. durch die Diät schon. Du hast 6 Wochen davor nur Salat und Thunfisch gefressen. Und weißt du, was du da für Haufen scheißt? Und in den USA gibt es ja keine normale Spülung, Ja, ne? Kennst sondern du? die Scheiße. Sondern hier, ne? Ah, ja. Die. Und Da macht's erst dann da schwimmt der Wilfried immer da oben drin und du denkst, hoffentlich geht er auch runter, ne? Und ja. Ich habe mir immer Klobrille mitgenommen, Klobürste mitgenommen zum Runterstoppen. Ja. Geflasht, ja. Das denken ja auch immer die Leute, dass die ganzen Bäuche und so von den nur vom Wachstumshormon und so Das ist kommen. auch Fressen. Aber das ist das Fressen. Du merkst ja morgens, wenn du aufstehst, ne, ist es schön flach. Ja. Ne, und abends hast du so einen Wanst, wenn du ins Bett gehst und denkst, Alter, morgen ist Wettkampf, ich hab so einen Bauch. Ja. Deswegen, weil die Shows jetzt auch mal abends waren, so 19 Uhr waren wir erst auf der Bühne. Ja. Das ist schon immer kacke, weil du musst schon so essen dann am letzten Tag. Wie machst du es am Wettkampftag? Wann stehst du auf? Stehe ich so wie immer um 6, 7 auf. Esse dann halt einmal größer. Hoffe, dass dann noch mein Wilfried nachkommt. Ja. Und das ist dann immer. Das ist auch wichtig. Also ne? es gibt nichts besser, es gibt kein besseres Gefühl für einen Bodybuilder, Ja. wenn das Beefy noch mal Pfötchen gibt und du Ja. weißt, okay, ich muss jetzt auf den Pott. Ja. Weil dann weißt du genau, okay, der Bauch wird flach sein Flach, und es wird geil aussehen. Milos hat sich immer noch mal einen Einlauf gemacht. Ja. Ja? Weil das Aber habe ich immer was gemerkt, machst du okay, so eine Stunde vom Wettkampf, Milos geht aufs Klo, weiß ich genau, jetzt haut er sich das Tier in der Rotzer rein und dann scheißt er sich die Hände raus. Und ich, Depp, habe immer da gestanden und ich habe mir ein halbes Briquet nochmal rausgeschissen. Ja. Ich dachte, ey, das ist Das echt ist ja auch das Ding. Da kommen dann wirklich Ja, Ziegelsteine raus. Da ist ja nicht mehr viel Flüssigkeit im Darm, ne, durch die Entwässerung. Das heißt, der Stuhlgang wird natürlich richtig. Also, Richtige da Backsteine. kannst du mal eine Glasscheibe reinschmeißen, ne, mit so einem Ding. Deswegen. Ja, aber gibt schon. Bodybuilding ist verrückt, aber geil. Ich lieb's also auf seine Art und Weise. Auch dieses Wettkampfgeschehen, dieses Aufladen, das ist so. Das ist was Freakiges. Und dann guckst du in den Spiegel und du denkst dir, kurz davor pennst du ein, weil du einen Insulinschock kriegst, weil du so viel Kohlenhydrate frisst. Dann gehst du ins Bad und denkst dir, was passiert jetzt hier mit mir? Nachts ist geil. Ja. Nachts beim Laden, wenn du Gell? aufstehst, so die zweite Nacht, Glaube ich jetzt nicht. ne, dann gehst du ist so manchmal pissen, ne, dann denkst du, spül das. Boah, dann drückst du ab, bist total veradert, knallhart. Ja, Ne, das sieht gehst mit so einem breiten Ja. Grinsen Gehst wieder ins ins Bett, Bett, ja. legst dich hin und pennst weiter. das ist gut. Ich denke mir halt auch immer so, das kann mir kein anderer Sport geben. Ja, das ist die größte Zeit, wenn du auch noch jung bist jetzt, dann kannst du das alles. Das ist immer nur so schade, das ist so schnell. Wir haben im Auto auch drüber geredet. Ich habe gesagt, ey, wir müssen diesen Olympia noch mehr genießen als Wir die sind anderen. jetzt hier und in 10 Jahren denkst du, scheiße, jetzt Alter, bin wir ich, standen vor 4 Jahren. Nicht ja. 4 schon, aber bei dir. Weißt du, da habe ich meinen zweiten Olympia gerade gemacht. diese Bodybuilding-Jugend, sag ich jetzt mal, oder Ja. aktive Zeit, die geht so. Und auf einmal stehst du da bis 40 und denkst, wo ist die Zeit geblieben, Alter? Das ist mein 5. Olympia. Alter. Ja. Das ist. Du hast halt auch extrem jung gleich. Ja. Gut, Aber dann schaff ich's nie, 4 ne? Jahre in der zweiten Liga habe ich. Naja, würde ich nicht nehmen. Nee, Aber das ist Spaß. Eine andere Liga, ne? Ja. Eine andere erste Liga, aber Jetzt halt. jetzt ist Champions League. Jetzt kriegst du halt hinten drauf deinen Name noch gestickt auf die Olympiajacken und so. Ist das so? Ja, Ja, kriegst das du? ist schon geil. Ich hab gesucht, Urs, ohne Scheiße, ich bringe dir die noch mit. Ich habe eine Jacke noch von mir. Ich Ja. wollte die eigentlich mitbringen heute. Hör doch auf. Aber ich habe es jetzt auf die Stelle nicht Boah, geschafft. das wär wär krass. so- Das wo wär ich denk, krass. nee, komm, das mache ich Damit nicht. wäre ich zum Athleten. Da steht mein scheiß Name noch drauf, ne? Boah, Markus das Röhl wäre und krass. dann Olympia. Alter. Ich hab die Scheiße, ich finde Das die noch wär für so dich. krass. Ich finde die noch für dich. Verspreche ich dir. Kriegt der meine. Nervt mich voll. Da steht jetzt nicht bei. Alter, das sagt mir, der Rücken wäre eine Schwäche, ne? Das müsste so ein Porno-Video geben, ne, wo du so angreifst, so. Ey, wie sich das anfühlt. Ist schon geil, ne? Also, Jetzt macht es auch mehr Spaß zu trainieren, weil Ja. jetzt hast du auch Gegendruck. ja. Das ist wie mit den Armen. Jetzt den Arschtritt langsam hier. Ja, Magda. Ja. Ja, warte mal.
klein erregiertes Glied. Dann lassen wir noch weiter, ja. Für nach dem Wettkampf. Kommen jetzt auch. Jawohl, das ist ja. Guck mal, was da hängt. Das ist nicht nur das gute Licht hier. Warst du nur in Vegas immer trainiert? Verschieden. Warst du auch immer in dem LWC? Ja. Aber da war ich nicht immer, weil da waren so viele Gleichgesinnte. War das so der Hotspot damals? Ich war immer am Strip in dem 24-Hour-Fitness. Ach, Da war, ja, da da war keine Sau. Ja, da gibt's Da war kein Schwanz. Da war ich mal rein. Sieht aus wie so ein McFit. Genau, die haben mich nicht mal gekannt. Ja. So, ich habe mir ein Ticket genommen. Ich habe gesagt, nee, ich nehme ein Ticket für eine Woche. Stell dir vor, Markus Rühl 2000 kommt dann in dein Fitnessstudio rein und will mal eine Tageskarte. Ja. Ich habe auch nie gesagt, hier, ich bin der Olympia und so. Ich habe gesagt, no, I want to train 1 week, okay. Und dann haben sie gesagt, wie viel? Dann muss man noch so ein Agreement unterschreiben. Das ist jetzt beim LWC so. Ja? Wir haben jedes Mal gezahlt, gell? Ich habe ja nach dem Training, ich war so K.O. Ja. Bisschen Simone mitgenommen, so unter der Arm und hat mich ins Hotel geschafft, dass ich wieder fressen konnte. Ne? Das ist gerade so das Ding. Das ist so, vorhin auch von der Couch hoch, ich dachte mir, boah, Alter. Ich saß 10 Minuten so, Alicia kommt rein vom Wimpern machen. Ich guck die an, die so, was sitzt du hier? Ich so, ja, ich warte. Jetzt geht's gleich los. 3, 2, 1 zähle ich dann immer runter. Ja, das ist geil. beim Pissen immer so, ich auch. Ja. Ich muss pissen. Ach, geh doch, ich kann nicht aufstehen. Geht doch. Ich sag, ich kann nicht aufstehen. So geil. Der Sagt, fühlt's, aufkomm, der mach mit so. einmal. Ich so, er sagt, komm jetzt her. Dann hat sie mich hochgezogen. Dann bin ich das Klo schon halb der Urin rausgelaufen, weil ich zu spät war. Ja. Bist halt kraftlos, kannst kein Power mehr. Ja. Aber ich finde es gerade ein gutes Gefühl, weil das gibt dir auch wieder, wenn du jetzt hier Luftsprünge machen würdest und Salto rückwärts, dann... Nee, also 4, 5 Tage vom Wettkampf darf ich mich nicht gut fühlen. Nee. So, Das darf man nicht. Aufladen und dann und auch da auch wieder andere Probleme, ne? Ja. Das ist auch mal das Ding, dann denkst du geil aufladen, aber aufladen ist auch scheiße. Dann frisst du so viel, bist so müde die ganze Zeit, musst noch posen. Du musst ja immer wieder Druck reinbringen. Dann haben wir wieder mal Post, aber auch immer ein bisschen gepostet, hat man Band so ein bisschen in die Muskulatur, bis hier das Blut reinläuft, das ist gut die Kohlenhydrate. Krämpfe, aber wenn so die Muskeln voll werden und das Wasser rauszieht. So geht schon, ne? Ja, das zieht dann so. Das ist immer so ein guter Faktor. Wenn die Krämpfe aufhören, weißt du, jetzt geht es langsam dahin, dass du voll bist. Ja. Ich habe die ersten Tage, ey, hau ab. Entlade, anfange aufzuladen, mach so die Brust, boah, Krämpfe in den Titten gehabt. Ich verrecke, ich habe so geschlafen abends, weil ich nicht mehr so pennen konnte, weil ich nur Krämpfe in den Titten hatte. Wie hast du es mit Training gemacht die letzten Tage? Ich habe die letzte Woche im Entladen so ein Ganzkörpertraining gemacht. Ja, klassisch. Ne? Und immer so nach 3/4 Stunde, mehr ging auch nicht, ich war dann echt, also ich habe ja teilweise dann in der High Row gehockt und habe so gedacht, ja, genau. Einfach so. Geht nicht mehr. Ich habe gesagt, nee, kann nicht mehr. Also ich hatte ja wirklich Schmerzen in den Beinen, weil die so leer waren. Und dann 2,5 Tage vorher aufgeladen, die erste Portion abends um 9 und dann die 2 Tage Vollgas. Ja. War schon, Training habe ich dann nicht mehr gemacht. Ja, sehr gut. Ich habe nur mit Bänder, also ich habe daheim im Hotel mal Bänder gehabt, ich habe so ein bisschen gepumpt. Du hast ja auch zig Verpflichtungen, mit Olympians, Treffe, da für Video, Pressekonferenz. Das verbrennt ja auch wieder Energie, das vergessen viele. Und dann denken die ja, einen Tag aufladen reicht mir, gucken dann auf den Tacho, aber sind dann Halbmarathon gelaufen durch Vegas. Also da läuft man so viel mehr als an seinem normalen Tag, wo du ins Studio fährst, dein Cardio machst, wieder heimfährst, dich hinlegst. Da bist du echt von morgens bis abends bedient. Ne? So eine Pressekonferenz zieht halt auch. Also ich habe die Leute immer so beobachtet, die sind immer schlanker geworden im Gesicht, nur bei der Pressekonferenz, weil es nichts zu essen gab. Ja, voll. Weil der Körper so zieht. Ne? Ist so. Ja. Auf geht's. Auf 2 Gramm. Komm. Und jetzt. Komm. Auf, halt's mal schön hin. Zug rein, Zug hin lassen. Jawohl. So, und gut. Sehr gut. Ja. Aber das sieht im Hoodie schon ekelhaft aus. Jetzt kommt was rein hier. Das ist einer der Top 10 besten Bodybuilder der Welt, ohne Frage jetzt. Der steht hier. Komisches Gefühl, komischer Titel. Ja, weil früher so Classic war immer so, bist du jetzt besser wie der oder? Aber jetzt. Das ist schon Champions League Feeling so. Also mindestens der Top 10, ne? Alles andere gerade schon jetzt dazu sagen, das heißt ja, der spinnt, aber. Auf, komm. Ich bin da. Ja. Auf. Ja. Sehr gut. Weiter jetzt. Komm. Gas rein.
Ja. Letztes Training vor Olympia, komm. 2. Auf. Letzte. Halt. Ja. Fahren. Jetzt tritt der mir in den Arsch. Die Möglichkeit gebe ich dir noch. In der Off-Season, Alter. Wahnsinn. Wenn du mal richtig Fleisch hast, mein lieber Mann. Warte mal noch ein Dreivierteljahr. Siehst du den scheiß Turmberg 25 Mal. Ja. Kannst du anbauen. Baust die scheiß Dinger zusammen. Was empfiehlst du mir für, also ich will jetzt nicht schon von nach dem Olympia reden, so, aber da ich Markus jetzt hier habe, wie soll ich trainieren nach dem Wettkampf? Also was findest du, hat dir so... Viele sagen, man baut die besten Muskeln nach dem Wettkampf auf. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht, weil ich finde, du bist total anfällig für Ja, Verletzungen. eben, das Wasser und Glykogen. Ach, Quatsch. Nee. Aber deine passiven Strukturen, wenn ich jetzt 220 auf die Schrägbank drauf packe, Nein, du bist dann kaputt. warte ich nur, bis der Du Trizeps machst viel abreißt. kaputt. Nee, du machst zu viel kaputt. Ich würde es nicht Würdest du schön Volumen, Ich würde Wiederholungen... Wiederholung gehen, so wie ich dich gut fühlst, wo du sagst, du wirst doch eh platzen. Ja, Du ja. platzt doch, also mach doch nicht zu verrückt schon wieder Training. Okay. Mach dann Pumpen, Platz, wird voll, wieder schön rund. Regenerier dich ein bisschen. Okay. Cortisolspiegel bist du runter wieder, alles mal easy lassen, den Körper wieder diese Verletzungen reparieren lassen. Was meinst du, was da alles kaputt geht in so einer Vorbereitung? Das spürst du doch Alter, gar ich nicht. höre jetzt an jeder Ne? Frage, ist das Gerät, müssen wir danach ölen oder bin ich's? Das musst du doch alles mal wieder neu resetten. Ja. Ne? Du willst das ja noch 10 Jahre machen. Ja. Und nicht in 3 Jahren sagen, jetzt verschließe ich mal ganz Pulver. Und so ein Körper mit 120 Kilo hat eine andere Regeneration wie das, was du so hattest. Einer. Und Kreuzer. Ja. Sehr gut. Jawohl. Auf. Bin da. Komm. Ja. Geht. Komm jetzt, Markus. Auf. Neuer. Schön. 3 noch. 2. Bin da. Und die letzte. Auf. Jawohl. Sehr gut. Jetzt geht schon langsam der Helge. Ja. Ich mach das nicht mehr. Du darfst das. Gut. Sehr gut. Alleine. 8, 2, 10 voll. 10 voll. 9, einer. 8, letzte halten. Auf. Tief halten. 3, 2, Spannung. 1. Sehr gut. Puh. Geil. Ist immer gut. Nochmal das letzte Training in Deutschland. Genieß es. Hat er mich an den Arsch Genieß tritt. es. Ja? Ja, Letzte ich Mal habe auch Deutschland. gesagt, die nächsten Trainings, das wären alles so. Aber ich finde es so schön, das sind so eine Etappe, weißt du? Ja, genau. Diese Etappe, Deutschland-Training vom Olympia abgehakt. Ja. Fliegen abgehakt. Ja. Und so wird jeder Tag durchgetaktet. Und das musst du echt machen. Freu dich auf dein Olympia. Ja, Freu dich drauf. mach ich. Freu dich. Du hast keinen Leistungsdruck. Keiner ist dir böse und auch du selbst nicht. Wenn es jetzt kein Sieg ist, dann vielleicht nur Platz 6. 6. Komm jetzt. Auf. Geil. Ja. Sehr gut. Komm. Jawohl. Auf. Ja. Geht. Komm. Ja. Jetzt geht's. Auf. Komm, Markus. 2 noch. Ja. Komm. Geht. Noch eine. Nee. Zu spät. Ja. Aber ich wusste, die ist schon durch. Aber schwer. Einer geht. Einer geht noch.
Du hast halt aber asozial schwer trainiert. Schwer trainiert. So Würdest schwer. du das nochmal machen? Nee, geht. Nein. Ich habe es teilweise übertrieben. Asozial schwer. Also nach Coleman kam es eigentlich du was so. Und das ist das Einzige, das habe ich auch schon zugegeben letztens, ich würde nicht mehr so schwer trainieren. Ich würde das eine, andere würde ich mir sparen und damit vielleicht... Wärst du aber so massiv geworden? Ja, das weiß man nicht mehr. Das ist immer das. Du, hätte man mit dem leichteren Weg schneller ans Ziel gekonnt. Ja gut, wir sind nicht gegangen, also kann man es nicht sagen. Was wäre, hätte. Ne? Hätte ich die Lottozahl durchgetippt, Das ist halt immer hätte ich so kein Bodybuilding machen müssen, weißt du, das sind immer so Dinge. Also die Frage stellt sich ja nicht. Das ist immer so schwierig. Weil ich habe das den Jay auch gefragt. Der hat ja 2-mal am Tag trainiert und dann so extrem hohes Volumen. Ja. Nicht so intensiv, aber halt richtig, ja. Habe ich auch gefragt, hättest du nur einmal gemacht, vielleicht 4-mal die Woche und richtig auf die Fresse? Ich habe es 2-mal gemacht, das ging voll in die Hose am Tag. Ja. Das habe ich, einmal war dann besser, aber auch 6-mal die Woche, ne? Klar. Ich habe das auch 8 Wochen durchgezogen, aber 2-mal danach, am Tag? ja, danach bist du halt platt. Ja. Kann man machen, ist vielleicht auch Aber so eine... du trainierst auch wie eine Sau. Du trainierst. Ja. Wer das machen kann, ist so der Jay sagt ja auch von sich selber, der trainiert nicht so intensiv. Der hört ja immer 3-4 Wiederholungen vorm richtigen Erschöpfen Hört er auf. Ja. Und ich glaube, dann kannst du das schon fahren, Aber weil du regenerierst. kriegst du das hin? Wenn du von Anfang an so trainierst, dann schon. Aber wenn man das Training liebt und es geil findet, du musst es komme ich zulassen, hierher, ne? um mich zu verausgaben. Du musst es zulassen. Und dann geht halt nur einmal. Aber wie gesagt, viele Wege führen hin. Ja. 1, 2, locker. Locker weg, mach nix. 3. Locker, jetzt komm. 4. Auf Feuer. 5. Einer geht noch, komm, einer geht. Einer geht. Einer geht. Halt. 3, 2, langsam weg, langsam. Langsam. Jawohl. Hand weg. Sehr gut. Boah, der war's. Puh. Schwer und falsch. Wichtig. Hast du jemanden im Training oder macht er nicht alles? Ja, Halische eigentlich. Also jetzt mit dem Dennis habe ich jetzt viel trainiert. Das geht auch gut. Geht gut? Ja. Weil Mann und Mann ist schon nochmal. Nächstes Jahr mach ich's. Ja. Verspreche ich dir. Verspreche ich dir. Da muss was gehen. Ja. Nächstes Jahr Das ist schön. bin ich dabei. Deswegen wir wohnen Ja, hier. ich muss es planen. Ich muss das halt verfickt nochmal planen, auch mit der Firma. Ja. Ich hatte jetzt leider, wäre gern mitgeflogen. Ich hatte echt mein Herz geblendet. Ich habe alle Zeit auch gesagt, dann flick, ich bin eh weg. Also, War alles easy, aber nächstes Jahr bin ich dabei. wer mit nach New York will und will, dass der Vielleicht auch New York. New York Wer- wäre auch eine Option. Wer will, dass der Dicke mit nach New York fliegt, Sag mal, der Rudi, geht bei dem in den Shop und kauft gut ein. Und dann ist der Laden bis dahin dicht. das kriegen wir so hin. Mach ich auch zu. Ja. Nee, Spaß beiseite. Also New York ist echt... Das wäre New geil. York oder Vegas, das überlasse ich dir. Oder beides. Vielleicht sogar. Auf. Ja. 1. Komm jetzt. Letzter hier. Gas rein, komm. Auf. Ja, Feuer. Ich bin da. Ja. Komm. Ja. 2 noch. Auf. Eine und halt die. Komm jetzt, halten. 2. 1. Ja. Der Italiener haut rein. Ist echt gut. Ferrari. Meine Fresse. Früher waren die richtig scheiße, die Dinger. Ne? Ja gut, Naja. ich muss auch sagen, ich habe ja kein Gerät gesponsert, deswegen kann ich ja von jedem Gerät sagen, was ich will und drüber schimpfen. Also vieles ist auch scheiße von denen, aber so 3, 4 Geräte, die sind echt gut. Wo wir waren aktiv, wir waren immer in Italien, dann für Wettkampf, Grand Prix, Rimini und so. Dann haben wir immer Panada trainiert. Die waren Vollgas scheiße. Damals, aber jetzt ist echt gut. Ja. Echt gut gemacht. Also es gibt echt, wie bei allen Sachen, wie bei allen Autos, wie bei allen Automarken, gibt es Gutes und Schlechtes. Deswegen. Ja, Aber- deswegen musst du immer 3 Autos haben. Ja. Oder gar keins, ist noch besser. Du hast keinen Kopfschmerz. Nee, Panada ist gut. Auf. 2. 3. Das ist zu leicht. Das ist zu leicht. Boah, ich kann's ja nicht halten, ne? Ja. Aber die sind geil, weil die halt so dünn sind. Ich wollte die einfach so halten wie immer, Alter. Das geht gerade so. Die Anti-Ego. Anti-Ego. Weißt du, früher wollte man sie dicken. Weißt du, was Schlimmes habe ich letztens auch gesagt bei mir?
Gummischeiben. Ja, das geht gar nicht. Weißt du? Wenn das Geräusch nicht da ist, Eben, das muss. das ist wie Sex. Ja, Weißt du? muss. Sex ohne Stöhnen. Ja, tu nur auf die Frau dran. Ja. Greif mit beiden gleichzeitig, dann hebe ich dir die erste raus. Okay. Das war der Trick eben dabei, ne? Ja. Warte mal. Ja, okay. Jawohl, Gott. Ja. Jetzt merkst du es auch Ja. richtig. Geil, Alter. Oh. Sehr gut. Das wird morgen wehtun. Ja. Komm. Geht. Auf. Komm. Ja. Ich bin da. Komm. Ja. Geht. Letzte. Jawohl. Oh, fuck. Hey. Verfickte Scheiße, Wie du aus dem Rücken ziehst, gell? Boah. Die Übertragung ist so geil, Alter. Stellt euch vor, in der größten Dehnung, was die maximale Belastung. Da bist du voll auf Zug. Da geht's wieder, ne? Ja, da ist der Latt am stärksten, deswegen. Und da, wo man eigentlich ja immer so kämpft, wo man eigentlich das geile Gefühl haben will, da wird's leicht. Da wird's leicht. Das ist so geil. Leck mich am Arsch, ey. Boah, wenn du das nicht gewohnt bist hier. Ich sag dir auch, ich glaube, der ganze Fortschritt ist auch viel Ja, in Maschinen. Ja. Ja, wenn ich überlege, mit was wir gezogen haben, ne? Das war ja. Klar. Ich kenne ja das Video von dir, da hast du 180 Kilo auf einer Seite. Musst doch irgendwie Ohne Problem. Musst doch irgendwo Platten dran Ja, ja. Und das war echt so. Da war es schon schwer und hinten war gar nichts mehr so. Ja, genau. Hast du was losgelassen, ne? So. Ja. Und dann wieder so, puff, ne? Ja, das war halt komplett falsche Symmetrien, Ja. Egometrien, ne? Vom Körper her. Ja. Das war ja so. Schon viel geändert. Aber guck mal, wie viele Winkel da drin sind, ne? Wie viel Umlenkrolle. Ja. Klar. Das Ding ist halt, meine Generation, die haben zwar schöne Geräte, aber da fehlt es hier bei den meisten, leider. Deswegen bin ich froh, noch von Leuten wie die gelernt zu haben, Ja. wo du das asoziale Training kombinierst mit solchen Maschinen. Und dann funktioniert es richtig. Das Ding ist, Urs, viele könnten das oder wollen das oder wissen das, aber die können es halt nicht. Aber das frage ich mich immer, das macht doch dann gar keinen Spaß. Ja, aber die verteufeln es halt dann. Was ich nicht kann, stelle ich in Frage. Weißt du, wenn ich kein Auto fahren kann, sage ich, ich bin ein scheiß Autofahrer. Wenn ich kein Bodybuilding kann, weil ich es halt nicht kann, sage ich, ja, das ist ja gar falsch. nicht so, weißt du? Ja, ich auch nicht. Ich sag's doch zum Fußballer auch nicht, aber so, weil ich kein Fußball spiele. Gibt es nur in unserem Sport. Gibt's nur in unserem Sport, dass ich irgendwelche Welle-Sittich hinsetze und sage, du machst alles falsch. Hm? Und wenn du dann sagst, ja, aber der hat das mit Muskeln, das ist ja nur Genetik. Ja, genau. Genetik und Stoff ist doch klar. Ja. Wenn ich Stoff, dann sehe ich Wenn auch es so so aus. leicht wäre. Ja. Aber wir haben ja mal auch trainiert ohne Stoff ja. Und sind trotzdem gewachsen. Ja. Du musst jetzt nur wieder ein bisschen leer machen, wieder aufladen, gesund bleiben, nicht mehr verletzen, nicht mehr krank werden. Der Rest läuft von allein. Ja. Irgendwo schade, weil so jetzt in den letzten 2 Wochen und jetzt in dem Training, du baust keine Muskeln mehr auf, du konservierst so, aber das ist auch okay. Ist auch okay. Vielleicht sogar von der Form nochmal einen Ticken schärfer werden. Ja, schärfer schon. Ja. Wir wollen aber lustigerweise, deswegen habe ich dich gefragt, ohne meinen oder unseren Gameplan zu leaken davor. Also ich habe ja Markus vorher gefragt, wie würdest du es machen? Und das Gleiche sagt halt mein Trainer auch. Der sagt halt, wir machen jetzt ein bisschen leerer, ein bisschen schärfer und machen dann 3 Tage lang aufladen. Weil da bin ich eher noch mit von den härtesten, sage ich mal. Und das jetzt nochmal für 3% mehr Härte herzugeben. So funktioniert es im Schwergewicht nicht. Das ist halt. Olympia ist auch wieder was anderes. Da Ja, genau. waren sie nie in Topform. Ich habe immer gesagt, okay, Olympia ist immer der Wettkampf, wo viele schon eine Saison hinter sich haben. Ja. Und da werden die nicht mehr so hart, aber die kommen alle voll und prall. Und du musst auch voll und prall kommen. Also wenn ich nicht voll und prall komme, dann ist. Da bin ich lieber einen Tick überladen so, als zu flach. Darum geht es ja. Du bist ja ein schöner Athlet. Es gibt ja Leute, wenn die überladen werden, die sind dann nicht Ja, mehr dann da. ist es vorbei. Dann alles weg. Ne? Da haben die keine Schnitte mehr, dann sehen die komplett weich aus. Ne? Aber du bist ja da. Du hast ja trotzdem diese schöne, volle, runde Muskeln. Und das hat mir der Steve Weinberger schon vor 3 Jahren oder so gesagt. Der hat gesagt, du brauchst diesen vollen Look. Nur dann siehst du gut aus. Und ich dachte mir mal, nee, weil in Deutschland viele ja immer dieses, mach eher ein bisschen flacher und deutsche abgezogene Härte. Und ich sage, das kannst du als Amateur machen, musst du machen, um Profi zu werden. Da wollen die dich mal hart sehen, aber nicht im Profizirkus. Anderes Kriterium. Das verstehen nicht. Ein Amateur-Bodybuilder sieht vielleicht von der Form her besser aus, aber der wird beim Olympia keine Chance haben. Ja? 1, 2, ja! Oh, komm. Okay.
Einer, gehen wir noch los. Komm. Geht. Jawohl. 6. Einer. Weiter. 7. Einer. Letzter. 8. Komm. 2. Jawohl. Nochmal. Auf. Top. Weg. Jawohl. Sehr gut. Stark. Stark, Junge. Der weiß halt auch über. Der kennt schon genau meinen Spot. Na ja, klar. Weißt du? Wenn du ein bisschen Gefühl hast, Ja. ist raus. Markus Rühl kann auch Gefühle zeigen. Kann auch mit Gefühl. Das fand ich bei dir immer so geil. Bei den Videos, weißt du noch? Mit der Sprechblase immer. Ja. Ja, ich hab dann immer, Markus Rühl empfiehlt. jetzt dann immer so 30 Gramm Eiweiß Ja, nach ja. dem Training. weil ich keine Luft mehr hatte zu schwätzen. Was Ja, richtig geil. Glanz Ei, Scheiße. Ich glaube nur Scheiße beim Training. Mal leichter. Vielleicht noch. Wollen wir mal einen Satz machen, der total sinnlos ist? Ja. Reduktionssatz. Ah, scheiße. Du, ich nicht. Sag das bloß nicht so laut. Reduktionssätze. Der letzte Scheißdreck. Markus, willst du alle Muskeln verlieren Kein jetzt? Sinn, der ganze Kack. Ich veränder's dir. Ja, das ist lieb. Wenn man alt ist, darf man das Gewicht nach unten legen. So ist das. Wenn das Sack Ich leg's gleich wieder nach oben. Weil jetzt ist Ach so, okay. Okay, Ja, ich zeig's dir. verstehe ich. Okay. Machen wir Reduktionssatz oder machen wir... Ja, Aber tust du die Gewichte verschieben nur? ich verschieb's, ja. Okay. Auf, jetzt alle Muskeln verlieren. Bloß nichts aufbauen. Lass mal sehen, wie das geht. Ja. Komm auf. Crossfit. Ja. Jawohl, Alter. Sehr gut. Komm. Ja. Geht. Hoch. Zug. Up. Ja. Komm. Jawohl. Eine. Ja. Okay. Jetzt mach weiter. Komm, jetzt vorne schwer. Hinten leicht. Komm. Ja. 5. 4. Auf. 3. Komm jetzt, Markus. 2 noch. Komm. Auf. Vegas, Baby. Jawohl. Jawohl. Leck mich. Alter. Alles voll gerotzt. Steigert den Wert. Das magst du schon, ne? Sehr gut. Magst du schon. Da ist noch Dampf drin. Und ohne nach oben. Hast du mehr Ausdauer als das Mal zuvor? Bist du leichter eigentlich oder hältst du dein Gewicht? Ja, wie ich Bock habe. Hab jetzt für Raab wieder ein bisschen mehr gemacht. Ja. Weil ich wenigstens einen dicken Arm habe. Und jetzt gehe ich wieder runter. Das ist also ein bisschen Lust und Laune abhängig. Ich hatte jetzt wieder Bock, ein bisschen zu machen. Jetzt mag ich schon wieder überall Bewegen, was. Ellenbogen weh, hier ist schon wieder der Nacken verranzt. Scheiße. Denke ich mir, weißt du was, hält auch nur Scheiß bis zu alt. Dafür hält er aber gut mit, Alter. Leckt mich am Arsch. Er muss halt hören, was dein Körper dir sagt. Ne? Bringt ja nichts. Bis 53 Jahre. Bis 53 Jahre. Was willst du machen? Nee, ist Lust. Also es ist tatsächlich bei mir auch der Fall gerade, wo ich so sage, okay, jetzt nach Olympia ist Schicht. Das sagt einem schon der Körper so. Jetzt bin ich 6 Monate auf Diät und dann sagt er jetzt schon so. 6 Weil Monate. viele dann sagen, mach doch das noch und das noch. Nee, so. Jetzt signalisiert mir mein Körper schon, hey, war eine brutale Saison, war richtig gut und jetzt, Was willst du da machen? man muss auch mal gut sein lassen. 2 Shows gewonnen. Beim Olympia qualifiziert. Olympia erfolgreich teilgenommen. Alter, das ist Was willst du machen? Die Vita stimmt, das hast du ja. die erste Saison in der Open. Das verpacke ich selber nicht. Leute erzählen viel, klar, jeder freut sich für dich, aber wenn dich verletzen so und dann durchst da mit dem abgerissenen Bizep. Und die Karriere ist am seidenen Faden. Da wäre aber auch, wenn du so schwer ziehst, denke ich immer, halten. Nicht kaputt gehen. Denkst du das auch manchmal? Ja, am Anfang immer schon. Und dann irgendwann blendest du es aus. Du bist verletzt, du bist viel zu jung. Ja, aber du musst auch ausblenden. Du darfst nur keinen Scheiß machen so. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich mache jetzt Hackenschmidt mit 8 Scheiben, na, lass mal das mal lieber.
Mach mal lieber 5 und mach die... Wenn du sagst, was hättest du gemacht so schwer, das hätte ich geändert. Diese komplette Geistesgestörtheit, die in mir gewohnt hat, hätte ich vielleicht versucht. Ja. Aber wie du schon sagst, da hat mir auch jemand gefehlt, auf den ich gehört habe, wo gesagt hat, Markus, vielleicht mal die eine Scheibe weniger ist auch okay, weil ich habe es echt. Ne? Ja, ich hätte jetzt hier noch 3 Scheiben drauf gemacht. Hätte ich gesagt, so, was? Wie, was? 8? Nee, komm, auf. Ja, ich sag mal so, das ist ja auch es gibt Phasen, da ist es okay. Wenn du Wasser im Gelenk hast, wenn du vollgefressen bist, wenn dein Körper es hergibt, da hast du dann vielleicht ein bisschen Angst im Hinterkopf, aber ich sag mal so, das ist Leistungssport so. Keiner von deinen Rennfahrern wird sich überlegen, okay, ich gehe jetzt mit 200 in die Kurve, nicht mit 250. Da gibt es schon eine oder andere. Ja, aber du verstehst, was ich meine, deswegen. Jetzt, eine Woche vor dem Wettkampf, immerhin, werde ich sicher nicht 3 Platten mehr machen. Das ist dämlich. Ja, klar nicht. Weil, das ist clever. Was macht ein guter Bodybuilder aus? Talent, Ehrgeiz, Disziplin, Genetik und Intelligenz. Das ist ein Fakt, den viele vergessen. Ein dummer Mensch wird niemals so weit im Bodybuilding kommen. Das ist kein dummer Mensch. Ein dummer Mensch macht dumme Sachen. Ein Bodybuilder muss schlau sein, weil er seinen Körper versteht und er lernt. Ja. Und auch wenn ich sage, der trainiert vielleicht nicht wissenschaftlich korrekt, macht er vieles intuitiv richtig, weil er weiß, das funktioniert. 100%. Ja, und da muss ich nicht die Ellenbogen in die Arschtasche stecken, sondern ich muss halt schauen, wie kriege ich meinen Rücken am besten zum Arbeiten. Und das Wissen kann man am Anfänger schwer vermitteln. Ja, die Intuition. Deswegen bist du aber Profi. Ja. Ich habe mich halt auf die Reise vor 14 Jahren begeben. So. Ja. Einfach mal machen und dann gucken, okay, wie fühlt sich was an? Wenn ich jetzt sage, wir trainieren leicht, ne, und du machst alles korrekt, machst du 100% alles schulbuchmäßig, wie es sein soll. Aber damit baust du halt keine Muskeln auf mehr. Auf dem Niveau. Nee. Das hast du irgendwo auch gut gesagt. Ich glaube sogar bei uns im Video oder bei dir auf dem Kanal. Das, was wir machen, das entspricht ja keiner Studiending mehr. Das mag vielleicht für einen 80-Kilo-Athleten das steht aber auch nicht in der wissenschaftlichen Studie. Urs Kalischinski mit 120 Kilo Wettkampfgewicht und 3% Körperfett muss so und so trainieren. Sondern anatomisch gesehen geht es nur da. Wenn ich sage, hier putzt er mal den Arsch ab, dann musst du halt auch gucken. Und nicht hier so schön wie... 4, jawohl. Sehr gut, schön reinziehen. 5. Und 6. Und 2 Uhr, komm. 7. Und letzte. Und 8. Schieb. Und weg. Und so. Okay. Lass mal weg, lass durch. Weg. Schnaufe. Luft rein. Und Feuer. Und komm. 2. 3. Auf, komm. 4. Auf. Komm, nochmal. Letzter. 5. Auf. Und sehr gut. Deswegen habe ich gesagt, Luft rein. Lasst euch Zeit, wenn ihr mal einen Reduktionssatz macht, was eine sehr, sehr gute Satzvariante ist, die alle die Scheiße labern. Lasst euch Zeit zwischen denen. Nicht gleich sofort, ja? Dann geht aber die Luft aus. Das ist ja eine Zindersache. Es geht darum, wieder voll Power zu haben, aber trotzdem mit weniger Erholung. Also schon ein bisschen Luft ins System reinlassen. Ne? Dass du überhaupt einen Satz machen kannst. Der war ja schwer wie vorher. Oh. Was soll man machen? Sag du. Du bist Olympia. Du hast wie viele? 11. 10. Muss ich noch ein bisschen. 10 Olympia. Wann war dein erst mit 27? 27 war das erste Mal, ja. Ah, das war ja auch so krass. 27 war mein erster Olympia. Gut, ich war mit 25 deutscher Meister geworden, Profi, mit 27. Und das war, also um mal die Leute abzuholen, die Bodybuilding noch nicht so lange verfolgen, ein deutscher Meistertitel im Jahr 97 bis 2005 oder auch bis 2010. Das war... War schon ein anderes Niveau damals, ja. Aber viel besser und darum, das ist ja die Reise, wo du machst. Profi werden ist 1, ja. Doch ein guter Wettkampf ist 2.
Aber das über 10 Jahre. Das ist das Ding. Das ist die 3 und die ist schwer. Über 10 Jahre in der Weltspitze zu bleiben muss. Na? Jetzt stell dir vor, du musst jetzt noch im Schwergewicht 9 Jahre und das wirst du abliefern. Und nach 9 Jahren guckst du zurück und denkst, das war ein harter Weg, Alter. Das ist krass. Nicht der erste Wettkampf. Die 10 Jahre, wo du 10 Jahre lebst wie ein Hund. Ja? Das empfindest du zwar nicht so. Ich wollte gerade sagen, also... Aber ich jetzt außenstehend, denke ich liebe den Mensch. Ja? Ich finde das saugeil. Nicht die Muskeln, das ist mir scheißegal. Ich liebe den Mensch. Aber ich weiß auch, was es bedeutet. Ja, ich finde es halt geil irgendwie, weißt du. Das ist ja auch, ich glaube, wenn man dann einen Abstand kriegt irgendwann mal, dann realisiert man Und das ist schön. das Hundeleben erstmal Das ist so. schön, aber wenn du dann stolz sein kannst, was du geschafft hast, aber auch irgendwo erleichtert, dass es vorbei ist. Weil du dann wieder ein anderes Leben anstrebst, was auch lebenswert ist auf eine andere Art. Aber natürlich, und das ist ja auch wichtig, dass du jetzt nichts vermisst, weil dann gehst du kaputt. Das ist dein Zuhause die nächsten 10 Jahre, hier bist du dein Gefängnis. Ja. deswegen habe ich mir ein schönes Gefängnis gebaut, weißt du. Weißt du? Nee, mir geht's auch seit der Entscheidung so viel besser. Ja. Weiß nicht, ich habe jetzt richtig Bock auf Bodybuilding. Also ich denke jetzt nicht, klar, jetzt ist Ende der Saison und ich denke schon mal, jetzt mit Alicia mal in Urlaub zu fliegen eine Woche, das wäre mal was. Vor allem wegen ihr. Das darf man halt nie unterschätzen, ne, was die Frau mitmacht. Ich meine, die Gespräche, wo jetzt hier stattfinden, die finden ja auch daheim auf einer anderen Basis statt. Zwischenmenschlich, ne, und halt auch den Schmerz und was die mitmacht an. Du kennst sie auch. Ja, eben. Das ist ja auch ein junges Mädel noch, trotz allem, das darf man nie vergessen. Ne? Das ist eine junge Frau, was machen andere Frauen? Ne? Die sind schon Kinder, haben eine Mutter oder fliegen 3-mal im Jahr in Urlaub und die fliegt mit dir von einem Wettkampf zum nächsten. Ja, ist halt auch schwierig, das dann so, weißt du, jemanden, sie kennt mich ja jetzt 6 Jahre und den Sport oder den Sportler, Urs halt auch, aber das dann wieder so zu rationalisieren, hey, ihre Freundin fliegen mit ihrem Freund in Urlaub, der irgendwie 4 Wochen Urlaub hat im Jahr, im Betrieb schafft. Um 16 Uhr macht er Feierabend, geht abends ins Kino und was essen mit der. Und ich bin halt... Da wird's ein geiler Typ im Bett. Der hat zwar kleine Penis, der stinkt, aber trotzdem sieht er gut aus. Sollen wir hier noch rudern und dann Bizep machen? Ja. Sauber. Sauber. Jawohl. Auf. Jawohl. Okay. Jawohl. Sauber. Besser. Ja gut, ich glaube, ich muss das eins verstellen. Diese kleine Hütte. Das passt so. Ja? Ja. Wie ist die Dehnung dann? Geht das? Das geht. Ja? Ja, so, das passt gleich. Das geht nicht. Der muss erst raus. Ja. Jetzt ist er reingeschluckt. Scheiße. Das ist böse. Hat der Korb? Jetzt geht er später halt. Oh, du Scheiße, Alter. Komm. Ja. Oh. Komm, Brust raus. Ja. Oh. Sehr schön. Komm. Auf. Ja. Hoch. Ja. 2. Letzte. Ja. Oh. Das Abläufe, ey. Die pfeift, hä? Ey, Fresse, Alter. Da kriegst du den Zone rein hin. Ja. Ha? Die Lattfasern reißt sie dann. Boah. Das war... Auf 2. 6, einer. Komm. Schieb. Halten. 3, 2 und weg. Oh. Jetzt merke ich aber auch, jetzt ist es. Merkst du? Dampf raus. Ja. Und ab. Komm. Ja. Auf. Komm, letzter Satz hier. Gas. Weiter. Komm. Ja. Weiter geht's. Jawohl. Geht. Komm. 3. 2 noch. Komm.
Die letzte halten. 3, 2, 1. Ja. Ja. Dann machst du 2 Sätze. Ich habe mich so manchmal gefragt, was soll der Scheiß alles machen. Okay. Komm mal vor wie ein Handtuch, ey. Kein Pumpen mehr, kein Druck. Scheiß Adern sind nur kurz da, dann gehen sie wieder weg. Siehst aus wie ein Fisch. Und normal denke ich mir immer so, geil, jetzt warte ich 2, 3 Übungen, dann sehe ich gut aus, dann zeige ich Markus mal, wie es aussieht. Jetzt denke ich mir gerade so, leck mich am Arsch. Beruhigen. So aus dem GmbF. Alles gut, so wie es ist. Alles da, wo es hingehört. Ja, ein Mann, der es versteht. Ja, es geht alles im Kopf. Ja. Wenn du jetzt Bilder machst, dann guckst du im Vierteljahr drauf und denkst, warum habe ich mich eigentlich so verrückt gemacht? Das ist brutal. Das sieht ja brutal aus. Das ist so krank. Ja, das ist alles Gehirngefühl. Also echt, wenn ich jetzt Bilder angucke, so das ist unfassbar. Aber wie fühlst du dich jetzt im Vergleich zu Classic? Besser. Besser? Ja. Vor allem cooler, weil du auch jetzt mal gegensteuern kannst. Ja. Du kannst mit deinem Trainer oder mit dir, wenn ich spreche, so kannst du analysieren und sagen, das machen wir so und ändern was. In der Classic ändern, ne, damals, ne? Ändern. Ja. Also da siehst du echt so, okay, das bin ich und mir fliegen gerade jeweilige Körperteile weg. Ja. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ja okay, dann machen wir jetzt halt das, um da jetzt entgegenzugehen. Und dann hat natürlich auch das Training und so keinen Spaß gemacht. Weil du hast halt keine... Das haben ja viele nicht verstanden. Da wurde ich gesagt, ja, warum macht er das? Sag ich, verstehen die nicht, wie man Bodybuilder sein kann, ins Studio geht, sich der Arsch abquält und eigentlich gar nichts mehr aufbauen darf. Versteht den Sinn. Also du läufst und darfst auch nicht vom Fleck kommen. Ja, das ist... Wozu läuft man? Das ist traurig. Ja. Deswegen. Ja, das ist auch... Ich habe mich da auch von meinem Ego gelöst. Ja, ja. Weil das ist so, ey, aber weißt du, wenn du irgendwo an der Weltspitze oben mitspielst, ja, da zu sagen, das, also, da denke ich mir auch, das kostet doch viel mehr Eier, als dann zu sagen, ja okay, ich schluck mich dann immer runter und spiele dann da jedes Jahr mit. Viele hatten, glaube ich, Angst, dich zu verlieren. So den Urs, ja, ihr Vorbild. Ja, wahrscheinlich. Das zu verlieren. Aber das verliert man ja nicht, weißt du, weil das bin ja ich als Charakter, als Mensch. Ja, viele sehen aber so diese das ist aber als nacheiferbar. Ne? So will ich will aussehen wie der Urs. Jetzt sagen viele, ja, der Urs ist geil, aber so will ich oder vielleicht so kann ich nicht aussehen. Wo ich dir aber auch wieder sagen muss, an Markus Rühl, die Leute finden dich einfach geil. Ja. Weil du gerade bist, weil du 1:1, ob jetzt die Cam hier ist oder nicht, wir genau gleich sprechen würden. Ja. Und das ist das, die Leute an dir schätzen. Ja. Ob du jetzt einen 53er Arm hast oder einen 60er wie früher, das ist doch den Leuten scheißegal. Einmal wäre es geil nochmal. Und du bist ja Vorbild für so viele, du bist Vorbild für mich. Du hast Bodybuilding-Geschichte in Deutschland geschrieben. Man muss irgendwann einen Absprung finden. Sonst geht das Auto kaputt. Ja, und deswegen. Und wenn viele sagen, ja, da sieht ja, der Rühl hat verloren, sage ich, ja, Gott sei Dank, weil das Auto geht kaputt. Ich habe nur ein Auto. Ja. Und ein Champ macht das ja nicht aus. Ein Champ wird nie anhand der Platzierung gemacht. Ja, auf konzentrieren. Schön zu, genau. Versuch die Wiederholungen ein bisschen langsamer zu machen. Versuch dich schnell zu denken. Auf Muskel arbeitet. Dorian hat immer gesagt, wenn ich Bizep mache, stelle ich mir vor, nee, der Arnold war das, dass mein Bizep ein ganzes Haus ist, das ich ausfülle. Du füllst den ganzen Raum aus. Fokussier dich. Konzentrieren. Bizep. Jawohl. Auf, denk dich rein. Sehr gut. Auf, noch einer. Komm, schön halten. Konzentrieren. Halten. Halten. 3, 2, langsam weg. Langsam weg. Langsam weg. Langsam weg. Und gut ist. Geil. Dann geht Pumpen mehr. Richtig? Ja. Alles Kopf. Alles verfickte Kopfscheiße. Das muss ich jetzt mal als Audio aufnehmen und mir mal anhören. Nee, das hilft. Diese Scheißstimme muss ich da so reinmixen. Ne? Und das bringt nichts, wenn man dann sagt, oh, no, das kann man machen, wenn du Dampf hast. Ja. Wenn du keinen Dampf mehr hast, das müsst ihr euch schon merken, ist die ruhige Stimme immer die viel tiefer reingeht, wie anzuschreien. Hast du recht? Ja. Hast du echt recht? Ich habe aber auch bei Armen gemerkt, das ist wie verhext. Also ich habe die echt jetzt eine Zeit lang leichter auf, genau wie du sagst, auf Ausfüllen. Und das ist geil geworden. Also es ist echt geil geworden. Also da haben sich die Leute am meisten gewundert, wo das auf einmal herkommt. Ne?
Castrol-Sponsoring. Castrol, Ja. ja, genau. An der Esso-Tankstelle Ölwechsel. Ventil auf dem Arsch, Ventil zu aus dem Arsch. Ja, konzentrieren. Komm, konzentrieren, jawohl. Halten und Peak, genau. Mach die Negative langsamer. Ja, anziehen, kurz halten, langsam. Langsamer. Jawohl, lassen arbeiten. So sieht's aus. Langsam, langsam. Und letzte jetzt. Ja, komm rein. Das ist er. So wollen wir ihn haben. Genauso. Peak halten. 3, 2, langsam weg. Langsam. Geil. Merkst schon jede Faser. Ja. Deswegen grabe ich immer an, wie die Fasern so arbeiten, wie das funktioniert. Ne? Das kriegst du aber nur hin, echt, wenn du halt mit dem Kopf auch dabei bist. Sonst holst du Druck mit der Schulter. Vor allem auch so, obwohl es eine Maschine ist, die ja eigentlich nur so funktioniert, zweidimensional, A nach B, kannst du die trotzdem dreidimensional abfälschen und bewegen in deinem Kopf. So. Natürlich. Das ist krass. Ich kann jederzeit mit allem falsch trainieren, wenn ich will. Oder ich lasse mich drauf ein. Ich kann jetzt ziehen und kann trotzdem... Aber das, was du vor 3 Jahren zu mir gesagt hast, schwing das an deine Stirn rein. So. Weißt du, wie bei den Rühlkurs, bei denen hier. Dachte ich immer, was meint der, Alter? So, ich zieh's doch in meine Fresse. So. Lass mich doch in Ruhe. Aber dieses so über den Kopf in die Stirn rein, das hat dann erst 2 Jahre später Klick gemacht. Und du merkst ja genau, dass es auf die Spitze geht. Oben, die Höhe. Darum geht's. Das finde ich so geil bei ihm noch, wie er einfach jeden einzelne Faser in seinem ganzen Körper ansteuern kann. Ja. Obwohl die Muskeln nicht mal so rund und prall sind, wie sie waren. Aber das ist so krass, egal wo, kannst du sagen, spann mal da und kriegt's hin. Bei Stefan ist ja lustigerweise auch so. Der ist ja in einer noch 20 mal schlechteren Verfassung. Aber wenn du dem sagst, spann mal hier dein Bein da an. Aber der Stefan hatte auch eine gute Bühnenkarriere, ne? Ja, also es sah halt immer scheiße aus, das sagt er auch selber. Ja. Aber der war abgezogen und da war es halt wirklich die Genetik, die es nicht hergegeben hat. Ja, eben, obwohl er vom Bissen her perfekt aufgestellt ist. So ähnlich wie beim Pitt. Also der Pitt war ja auch, der Pitt war eine Maschine. Der war gut, aber war jetzt halt nicht so wie du. Ja. Nee, Pitt hat immer probiert, aber war schwer. Aber, Alter, ich hab schon noch mal einen Tennisball. Jawohl. Ja, Pitt war ein schöner, cooler Typ. Ja. Oh, in Frieden. Das hat mal wehgetan damals. Ja, rest in peace. Ja. Ich durfte ihn auch noch einmal kennenlernen. Das war cool. Waren die letzten 2 Jahre nicht immer einer Meinung. Er hatte mich ja dann, was heißt vorbereitet? Das war eher so... Für Atlanta dann, ne? Ja, das war so ein Ratgeber, ne? Was man machen könnte, ändern könnte. Und er hat es probiert, mich hinzustellen wie ein junger Mensch, wo ich sagte, das geht nicht mehr. Ich habe zu viele Baustellen, damit du mich so hinstellen kannst. Wir müssen voller werden. Nee, wir machen dich hart. Das ging halt voll in die Wichse hinter uns. Das war genauso, wie du gesagt hast, 7 Kilo in einem Tag. Ja. Und das Ding ist halt, wie lustig, das schließt sich der Kreis wieder. Da hast du gegen einen frischen Brandon Curry. Ja. Der hat ja das erste Mal eine Pro-Show gemacht. Ja. In Atlanta 2009, gell? Ja, genau. Und jetzt stehe ich mit dem nächste Woche auf Mr. Olympia, ne? Und der macht jetzt so den... Der macht auf Wiedersehen jetzt. Ja. Der wird jetzt so langsam Adios sagen. Alte Kerl. Das ist krass. Also generationenübergreifend stehen wir hier auf der Bühne. Die letzten Schnittmengen, die es noch gibt, ne, die verschwinden jetzt langsam. Das ist krass. Das ist richtig geil. Jetzt muss ich den nur in den Arsch treten. Ja, machst du. Die Ehre des Rühls wieder zurückholen. Unsere deutsche Ehre wieder einfangen. Auf geht's. Genau. Und komm. Auf und letzter. Komm. Ja, gut. Sehr konzentriert, sehr gut. Ja. Da hofft man echt, dass alles hält immer.
Das hält. Das ist bei Markus auch so bemerkt. Wenn du so Der fängt noch mal die Negative ab. Wenn du so, ja. Ich hab's gerade gemerkt. Nee, ganz nach unten lasse ich dich nicht. Ja. Das ist nicht gut. Geil. Das ist nicht gut. Nee. Guck, ich weiß schon, wir kennen das schon. Das funktioniert auch ohne Sag ich dir, Worte. aber nicht, dass ich aufpasse. Ja. Lustigerweise passiert aber immer die ganzen Abrisse und so meistens gar nicht im Kriegst du Training. manchmal so Videos angezeigt? Ey, Ich krieg manchmal so, ne, da guckst du so, und auf einmal ziehst du so, oh, guck mal, bang, boah, dann reißt, und ich so, boah, das krieg ich nicht mehr aus dem Kopf raus. so, wenn ich bloß merke, das könnte so ein Ding sein. Weg, ne? Weg. Also das ist echt, das kriegst du nicht mehr aus deinem verfickten Kopf raus, gell? Wie ein Horrorfilm. Ja gut, das denke ich. Ich meine, ich mache ja keinen, also... Ja, die ja auch nicht, ja? Und ich denke mir, Ja, aber was du da gemacht hast, Alter, du hast 260 Kilo auf ja, der aber das Bank ist gedrückt. Genetik. Der eine kann es Und zwar so breit, also mit so einer Überbreite, also dass da nichts gerissen ist. Das ist wirklich faszinierend. Also dass dir die Brust dann von der Mitte herausgerissen ist. Das war jetzt halt der Preis. Ne? Das, aber dass das- die von außen nach innen gerissen ist, das ist wirklich ein Wunder. Hier hat alles gehalten. immer. total. Ja, der war safe, ja. Aber gut. Oh, ja. Okay. Ja. Ja. Sehr gut. Danke. Danke. Auf. Noch einer. Danke. Danke. Halt so kurz. 1 und langsam. Okay. Jawohl, drauf. Sehr gut. Ja. Komm. Ja. Sehr gut. Komm. Jawohl. Auf 2. Komm, 2 gehen wir noch. Vorletzte, komm. Vorletzte. Komm. Komm. Und langsam weg. Damit aufstehen, nicht die Streckung. Die letzte Wiederholung in Deutschland. Das war aber. Let's go. Gut gemacht, Schatz. Sehr gut. Danke dir. Ja, hat geknallt. Als ich vorher auf der Couch saß und 10 Minuten überlegt habe, ob ich jetzt aufstehe, pissen gehe und mich warm vorbereite. Könnt ihr mal eins nachmachen. Fresst mal eine Woche keine Kohlenhydrate. Aber vorher müsst ihr 16 Wochen Diät gemacht haben. Ein Körperfettanteil von 3%. Und dann ziehst du die komplette Energie weg und drehst 2 am Tag und machst noch Cardio. Jetzt weißt du, wie du Let's dich go, gefühlt baby. hat. Und dann gibt es das Aufladen. Vergesst nicht. Vergesst nicht. Und das ist ja gerade wieder umgekehrt. Ja. Und dann soll dann Magen-Darm noch mitmachen. Ja, das ist ein Irrsinn. Also in der Videobeschreibung findet ihr nicht nur Markus seinen Kanal, wo ihr auch vorbeischauen müsst. Wir haben jetzt vielleicht so viel, vielleicht kommt auch ein Video bei Markus, gucken wir mal. Aber ihr findet auch, wir nennen es Markus 2002 Auflade-Challenge. Die macht ihr bitte nach, markiert uns. Und ganz bald In Bild und Ton, bitte. In Bild und Ton. Auch den Toilettengang. auch den Toilettengang. Ganz bald gibt es von uns auch wieder mehr Fressens-Content, Ja. wie man so sagt. Wenn alles rum ist und der Urs kommt mit dem 5. Platz heim, Ja. gehen wir schön was essen. Ja, in diesem Sinne. Da verliert ja wieder Chicken und Reis. Ja, die sagt schon, wenn der Fettsack kommt, krieg ich Ja. weg das nächste Mal. Der frisst uns, das ist Ich habe dem seinen ganzen Huhn weggefressen. Ja, das stimmt. Aber der braucht's nicht mehr. Liebe Grüße. Jawohl.